Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Ich glaube, der Fokus sitzt, ja. Schön, dass ihr wieder da seid. Mal wieder mit einem obligatorischen Frühstart, denn wir haben da hinten schon gesehen, dass die CMA CGM Blue Rail reinkommt. Die wollen wir natürlich gerne mitnehmen. Es war hier auch so ein bisschen Action. Mittlerweile ist das aber auch schon wieder vorbei. Das hatten wir eben schon mal so ein bisschen im Vorprogramm gehabt. Und zwar ist es so, dass bei der MSC Soraya, da ist wohl Gefahrgut ausgelaufen. Da wurden Ölsperren gelegt. Man sieht die auch hier noch so ein bisschen. Da sieht man noch so diese weißen Schläuche vorne an dem Bug. Eben war auch noch die Branddirektor Westphal da, die Prag war da. Also war gut was los. Ja, ich dachte mir, da wäre irgendwie ein bisschen mehr, aber es hielt sich irgendwie in Grenzen mit der Action. Aber ganz gut, dass ich schon hier war. Die CMA CGM, die werden wir auf jeden Fall dann mitnehmen. Und ja, wir haben ja auch die AIDA Sol, die rausgeht. Dann haben wir, glaube ich, die Milan Maersk. Ja, und noch ein, zwei andere. Die MSC Soraya, die soll auch um 18 Uhr rausgehen. Allerdings weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwas los ist, dass sie die vielleicht nicht rauslassen. Wenn da jetzt Gefahrgut ausgelaufen ist, kann das natürlich gut sein, dass die jetzt nicht ohne weiteres loslassen. Das kann ich jetzt nicht sagen. So, ich muss hier gerade noch mal ein paar Sachen umtüdeln. Und dann bin ich gleich startklar. Also, da im Hintergrund sehen wir sie schon, die CMA CGM Blue Whale. Jetzt müsste eigentlich alles laufen. Twitch müsste laufen, YouTube müsste laufen, Chat läuft. Ja. Ach, und Sebastian hat noch die Landrat Küster entdeckt. Bei Wedel. Haben wir noch ein schönes, klassisches Schiff. Herrlich. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass es heute wettermäßig hier eine Vollkatastrophe werden soll. Also gestern war auch die Vorhersage noch richtig schlecht. Deshalb war ich gestern eigentlich davon ausgegangen, dass wir heute nichts machen. Jetzt habe ich allerdings heute Vormittag dann gesehen, dass sich das Wetter komplett geändert hat. Arthur meinte eben auch, dass es erst gegen Mitternacht anfangen soll zu regnen. Ja, und da wir so ein bisschen Verkehr haben, dachte ich mir, hey, Sonntag, Nachmittag, Abend, ein bisschen AIDA, aber hauptsächlich ein paar Frachter nehmen wir doch mit, oder? Schöne kleine Rush-Hour am späten Sonntagnachmittag. Moin. Fähren-Action ist auch wieder. Martin ist hier. Vielleicht macht er nachher wieder ein bisschen Kamera. Ben ist auch unterwegs, der kommt auch noch mal rum. AIDA Sol soll um 17 Uhr rausgehen. Ob das jetzt pünktlich ist, kann ich euch nicht sagen. Aber in letzter Zeit waren die eigentlich recht pünktlich. Gestern ist sie mal irgendwie 20 Minuten später rausgegangen. Ja, schauen wir einfach mal. Aber es gibt auf jeden Fall genug anderes Programm. Wer hupt denn da? Wer hupt denn da?
Die Milan Maersk haben wir auf jeden Fall, schöne Triple-E-Klasse. Die müsste am Eurogate noch liegen. Burkhard feiert den Sonntagsstream mit 20 Monaten Fischmarkt, Dankeschön. Und der Radioman verlängert auch seinen Sub. Herzlichen Dank dafür. Ja, schön, dass ihr schon alle dabei seid. Ich bin noch etwas abwesend. Ich muss hier nebenbei noch ein paar Sachen, musste noch ein paar Sachen einstellen. Marcel, Mensch, Hamburg, meine Perle, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und Ralf ist auf dem Fischmarkt dabei. Moin Ralf, herzlichen Dank für eure Mitgliedschaft und eure Unterstützung. Uwe fragt, ob es regnet. Nee, kein Regen. Der Krach ist die Fähre. So, und da haben wir schon die ersten Kandidaten hier für diesen Stream. Aus Ahrensburg, grüß die Claudia. Moin Claudia. So, jetzt muss ich selber mal ein bisschen gerade gucken, ob ich was zur Blue Whale habe. So, und außerdem haben wir noch die Green Hope als Abgang vom Eurogate. Nee, Babydoll, Schiedwetter ist gar nicht in Hamburg. Also es ist noch ein bisschen grau in grau, das liegt aber eher daran, dass da hinten Gegenlicht ist. Ne? Das ist jetzt nicht so schön sonnig. Es ist relativ gut bewölkt, aber alles harmlose Wölkchen. Also vor allem ganz angenehm, um hier zu stehen. Ich glaube, wenn wir jetzt in der Sonne stehen würden, das wäre ein bisschen too much. So, aber ich wollte doch mal gucken. Nee, so, ich muss mal hier meine ganzen Handygeschichten umbasteln. So. Kevin wünscht auch einen schönen Stream. Ist 8 Monate auf der Reeperbahn. Kevin, ich danke dir vielmals. So, jetzt habe ich hier mein Vessel Finder und kann mal gucken. CMA, CGM. Blue Whale, da haben wir sie. Baujahr 2007, knapp 300 Meter lang, 295 Meter um genau zu sein, 33 Meter breit ist sie. Fährt unter der Flagge von Malta und hat eine Kapazität von etwas über 5000 Standardcontainern, 5095 Toy um genau zu sein. Wurde gebaut in Ulsan, Korea, auf der Hyundai Heavy Industries Werft. Und davor haben wir, ja, da wollte ich jetzt auch noch mal gerade gucken, das hatte Sebastian Kolze mir gerade schon geschrieben, wer denn davor ist. Ne, die Blue Whale ist vorne und dahinter kommt noch die Aris.
Aber davor haben wir noch, ach, wir haben die Songa Atlantic noch hier im Bild. Also was wir links sehen, wo gerade der Lotse dran geht, das ist die Songa Atlantic. Kleiner Tanker mit 149 Meter Länge, 22 Meter Breite. Auch Malta-Flagge, wurde in Istanbul in der Türkei gebaut. Interessant. Genau, hinter der Songa kommt dann die Blue Whale und dahinter kommt dann irgendwann die Aris. So, jetzt habe ich es einmal durchsortiert hier. Dann haben wir natürlich die Aida Sol noch mittendrin. Milan Maersk soll noch rausgehen. Ob MSC Soraya rausgeht, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, die hatten das Problem, dass da Gefahrgut ausgelaufen ist. Muss ich mal schauen, müssen wir mal schauen, ob die wirklich um 18 Uhr rausgeht. Keine Ahnung, wie groß das Problem wirklich ist. Ja, und die Landrad Küster hat Sebastian Kolze noch entdeckt. Das könnte sein, dass das dieses kleine Segelboot ist, was dazwischen ist. Ach, guck mal, ein Fischkutter ist da auch noch unterwegs. Ja, Britta schickt 5,99. Heute mal wieder live vor Ort zu sein, allerdings noch ohne Schottland-Flagge. Du bist Britta. Hallo Britta. Ach, du gehst morgen oder so aufs Schiff, ne? Morgen auf die Luna? Ja. Stimmt, hattest du gestern schon geschrieben, Schottland-Flagge. Aber ich weiß nicht, ob wir morgen live sind. Also das Wetter oder der Regen verschiebt sich ja permanent. Kann natürlich sein, dass das morgen dann richtig scheppert irgendwann. Also unheimlich schwüle Luft. Also das riecht förmlich nach ordentlich Regenguss, der hier runterkommt. Ja. Proxy fragt, ob ich mal Lust hätte auf eine der Schiffsbesichtigungen, welche AIDA anbietet. Also ganz ehrlich, nee. Weil das ist halt, ja, ich war ja jetzt auch auf der AIDA Prima, aber ich habe halt nicht so dieses Rieseninteresse an den Kreuzfahrtschiffen selber, zumindest nicht was den ganzen Hotelbereich angeht, den Gästebereich. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, du kannst eine Schiffsbesichtigung machen mit Maschinenraum, mit den ganzen Crewbereichen, mit der Brücke und so weiter, dann wäre ich sofort dabei. Aber jetzt einfach eine Schiffsbesichtigung, wird schon wieder gehupt. Wie ist denn das? Also Schiffsbesichtigung, jetzt Kreuzfahrtschiff, das catcht mich nicht so richtig. Thomas schickt liebe Grüße zum morgigen Hochzeitstag an Katja und Stefan. Ja, alles Gute schon mal. 3 Monate ist er dabei. Herzlichen Dank. Und der Lichtbildflaneur, auch 22 Monate mit Grüßen aus Berlin. Leon verschenkt eine Mitgliedschaft. Ich danke dir vielmals. Ja, ich hatte das ja auch gesagt. Also bei mir ist ja das ganze Interesse an der Seefahrt entstanden, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, auf Containerschiffen mitzufahren. Und mich interessiert dieser ganze Seefahrtsbereich. Mich interessiert, was auf dem Schiff passiert. Mich interessiert der ganze technische Bereich, der ganze nautische Bereich. Das ist so das, wo mein Herz für schlägt. Und wenn man sich auf so einem Kreuzfahrtschiff befindet, dann ist man als Gast halt eher an diesen ganzen Hotelbereich gebunden. Und ich glaube, die Kreuzfahrtschiffe lassen sich auch alle nicht so gerne hinter die Kulissen gucken. Die zeigen dir dann auch nicht so gerne die winzigen Kabinen, in denen die Crew haust. Die wollen halt gerne ihr schönes Schiff zeigen, aber da liegt halt nicht so mein Fokus. Basti ist da. Moin Basti, mein Lieber. Nein, das ist nicht die Podcast-Britta. Ist eine andere Britta. Toni auch anwesend. Moin Toni. Also es war eine super Sache mit der Kreuzfahrt, hat auch echt Spaß gemacht. Aber wie gesagt, lieber eine Frachtschiffreise als eine Kreuzfahrt.
So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich euch noch mit einer weiteren Perspektive beglücken kann. Gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Natürlich nicht. Doch, da! Wir sind auf Fairplay 95, ihr Lieben. Fairplay 95 geht gleich los, hat einen Abgänger und nimmt uns mit an Bord. Applaus für Philipp und seine Crew von Fairplay. Also es wird hier heute wieder ein mega Multicam-Stream. Brigitte, ich danke dir für eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Dann werden es ja vielleicht demnächst auch mehr bei den Vorglüh-Streams. Ja, Basti, ist ganz okay geworden mit den Multicams, oder? Ja, Fairplay geht auch schon los. Schlepperklemme ist klasse, oder? Ist das nicht cool? Schlepperklemme ist doch phänomenal. So, ich will mal gucken, ob das Picture-in-Picture funktioniert. Ja, das geht und dann... Ja, das funktioniert nicht. Da muss ich noch mal was umbasteln. Fairplay 95 hat einen Abgänger vom Eurogate. Den sie begleiten. Wir haben hier den kleinen Tanker, dahinter die CMA CGM Blue Whale. Iris schreibt auch, ich liebe die Schleppercam. Ja, das ist natürlich auch wirklich ein Blick oder eine Perspektive, die man nicht immer hat. Also ich bin da auch echt begeistert. Mal gucken, ob wir die Jungs auch noch gleichzeitig auf der großen Cam gleich erwischen. Da sind sie noch sehr weit weg. Ups, was ist denn jetzt kaputt? Oh, Moment, jetzt muss ich mal selber gerade. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. So, jetzt sollte es wieder heile sein. Und da haben wir Fairplay 95 einmal von vorne und Aussicht von Fairplay 95. Ja, Bochum, aber wer braucht TV? Danke für das Lob. Herzlichen Dank. Svenny, 5 verschenkte Mitgliedschaften. Svenny, Dankeschön. Stefan 1080 auf Twitch, 2 Monate dabei. Und Seren ist auch schon wieder am Start. Seren, 5 Subs, herzlichen Dank. Kevin schreibt auch noch mal, Paddy, das ist sensationell. Vielen, vielen Dank für die 5 Euro. Jörg, heute ein Teststream? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das geht.
habe hier einiges mit meinen Knöpfen kaputt gemacht. Warte mal, jetzt gucken, ob jetzt das Umschalten wieder geht. So und... Ach Mann, ey! Das Umschalten ist kaputt. Verdammt. Ich muss mal gerade hier was basteln. Was ist denn hier los? Alles kaputt gemacht, der Paddy. Warte mal so. Gibt's doch nicht. Was habe ich denn hier jetzt wieder gebastelt? Oh, das muss ich gleich mal ganz in Ruhe machen. Die ganze Programmierung von meinen Knöpfen ist leider ein bisschen in die Dutten gegangen. Das muss ich mir gleich einmal in Ruhe angucken. Hier haben wir erstmal die Songa Atlantic. Eben ging das doch. Ja, einmal Neustart, Stefan. Ja. Ja, das ist halt leider nicht mit dem Neustart jetzt in dem Sinne getan. Das ist einfach hier so eine Knopfbelegung, weil ich muss halt den Stream vom Schlepper muss ich einblenden, ausblenden, dann was anderes auch einblenden, ausblenden und das ist einfach so ein bisschen, gerade die Knopfbelegung ist wohl etwas durcheinander. Das muss ich einmal gleich in Ruhe sortieren. Aber hier, schöner Bug, oder? Paddy, der Zerstörer, ja. Ob wir wieder einen Bummel über den Dom machen? Ja, eigentlich hatten wir das schon vor. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das machen. Arthur hat auch noch mal einen Tipp für den Sommer. Immer schön mit Sonnenöl einreiben, dann läuft der Regen besser ab. Arthur, ich danke dir für 20 Monate. Der Holler lässt 10 € da. Sonntag mit Schlepper, wie cool. Ja, ich finde das auch super cool. Schleppercam, absolutes Highlight, glaube ich. Aber jetzt will ich mir einmal ganz kurz die Zeit nehmen, zu gucken, ob ich meine Knöpfe repariert bekomme. Damit das einmal gleich richtig funktioniert. Deshalb jetzt einmal keine Kameranachführung. Es geht nicht. Es ist echt kaputt gemacht. Was ist denn da jetzt los gerade? Warte mal, da haben wir den im Fullscreen. Das funktioniert. Jetzt Schleppercam im Fullscreen.
Ah, und dann muss aber das Hauptbild weg. Und das funktioniert, aber es funktioniert auf dem Knopf gerade nicht. Das geht. Das gibt's nicht, ne? Das gibt es nicht. Das Umschalten auf die Schleppercam funktioniert nicht. Jetzt probiere ich mal was. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Oh, Mann! Ja, sorry. Zu viele Knöpfe. Aber das musste ich einmal kurz reparieren. Wasserburg ist da, Anja, moin, 2 Euro, liebe Grüße. Und Almut lässt auch 2 Euro da. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Auf dem Fischmarkt neu dabei, der Kaufmann DTS. Ich danke dir vielmals. Ja, Dia, Angstschweiß. Ja, das ist, weißt du, wenn du zu Hause bist, ja, du testest das alles in Ruhe durch, ganz entspannt und so. Und dann denkst du, ja, funktioniert. Ne? Und dann bist du hier vor Ort, und dann drückst du ihren Knopf und dann geht das nicht und du weißt gerade überhaupt nicht, warum das nicht geht. Das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen nervig, aber ihr kennt das. Ne? Das ist so ein bisschen so dieser Vorführeffekt. So, was passiert denn da jetzt? Ja, die spannen an der Green Hope. Schleppleine ist schon fest. Das heißt, da kann es auch gleich irgendwann losgehen. Stefan schickt auch 5 Euro für die sehr geile Schleppercam. Grüße an uns und zu den Düsseldorfer AIDA Buddies. Herzlichen Dank. Und Mike S. macht ein Upgrade auf die Ripperbahn. Mike, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Auf der anderen Kamera habe ich jetzt die CMA CGM Blue Whale. Ja, die ist ehrlich gesagt gerade in nicht so schönem Licht. Deshalb glaube ich, bleiben wir mal noch ein bisschen auf der Schleppercam. Das ist auch etwas, was wir nicht jeden Tag haben. Deshalb genießen wir das und schauen da mal etwas zu. Matze, die Fairplay-Schlepper, die sind einfach immer tipptopp gepflegt. Also ich wundere mich auch immer, aber das fällt jedes Mal auf. Ne? Fairplay-Schlepper, immer picobello. Also da kannst du vom Deck essen. Ja, ich glaube, die brauchen aber noch einen Moment, bis das da losgeht.
Blue Whale, ne? Keine Drohne in der Luft. Das war ein Horn von der Blue Whale. Aber ganz ehrlich, jetzt mit der Schleppercam noch die Drohne, das ist irgendwann alles too much. Galaxy Man, die Green Hope, liegt nicht vor Anker, die ist an der Pier festgemacht. Die geht gleich raus. Also irgendwie müssen wir mal die Drohne in die Luft bringen. Die Fähre hat sich auch wieder extrem viel Zeit gelassen. Und jetzt kommt die Sonne raus. So, ich gehe noch mal auf die Schleppercam. In der Zeit kann ich mich mal kurz um die Drohne kümmern. Vorsicht einmal. Oh, Lufthansa ist dabei. Hallo. Machen Sie ein Foto von uns? Nein, von euch nicht. Von den Schiffen. Von den Schiffen? Ja, Mach ein Foto von diesem Schiff. von dem Schiff mache ich ein Foto.
Du wärst bereit? Okay. Du kannst gerne die große Kamera übernehmen. Wir sind gerade Bild in Bild auf der Schleppercam. Ja. Du siehst das allerdings nur unten auf dem Laptop-Bildschirm. Deswegen da 4. Nee, die 4 ignorier mal. Okay. Heute Schlepper-Action total. Mike S. Ach, hatten wir ja schon Mike, ne? Auf der Reeperbahn. Egal, doppelt. Und Matti haut auch noch mal 6 Euro raus. Wäre richtig cool, so ein Manöver einer AIDA von der Brücke aus zu sehen. Ja, ich fürchte, da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, bis AIDA dann auch der Meinung ist, dass wir das mal machen können. Ups. Die scheint aber zum CTA zu gehen, oder? Die Blue Whale. Das sieht so aus. Hey Malte, Kanalsteurer. 5 Euro als kleines Dankeschön für den Support. Ja, du, gern geschehen. Da kommt ja endlich unser Drohnenpilot Ben. Schönen guten Tag. Moin, mein Lieber. Ja, Na, ich war noch ein bisschen mit Lernvideos beschäftigt von einem alles gut. bekannten YouTuber. Alles gut. So, was passiert denn bei... Ist ja so. Ja. So, ich will mal nach Waltershofe reinfilmen. Kann das sein, dass das losgeht bei Fairplay? Muss ich mal hier die Kamera schnell umschalten auf die Schleppercam. Jo. Dann lassen wir die mal im Vollbild. Martin, kannst du dich entspannen? Okay. Wir haben den Kameramann an Bord. Ich richte meine Aufmerksamkeit mal auf die Ausfahrt. Ja. Sebastian Kolze, auch schon 2 Jahre. Sebastian, unsere Moderationsmaschine. Und Sabine, 9 Monate auf dem Fischmarkt. Sagt, sie liebt unsere Streams. Auch heute wieder, Sabine, Dankeschön. Und Sven haut ein paar Fischbrötchen raus. Grüße aus St. Peter-Ording, 15 Euro. Herzlichen Dank, Sven. Nadi lässt ihr Prime-Sub auf Twitch da, danke dafür. Und die Helga, 10 Euro für Sonntagnachmittag mit Hamburg Hafen Live. Perfekte Kombi, ja. Ihr dürft gerne einen Blick auf die AIDA Sol werfen. Die müsst ihr auch irgendwann ablegen. Wenn sie pünktlich ist, dann geht das entweder schon los oder in wenigen Minuten.
Kann natürlich sein, dass die da erstmal den Verkehr ein bisschen durchlassen. Wo die Green Hope jetzt hingeht, ich weiß nicht, ob die schon abfährt. Dann ist das für Fairplay 95 ein relativ kurzer Job. Die helfen dann in erster Linie beim Ablegen, ziehen das Schiff ein bisschen von der Kaikante weg und ja, begleiten es aus dem Parkhafen raus. Und sobald das Schiff dann hier auf der Elbe ist, dann wird normalerweise auch die Leine losgemacht und gibt freie Fahrt. Kann natürlich auch sein, dass sie verholen, das weiß ich jetzt nicht. Harald, ich danke dir für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ganz lieben Dank. Und Meister Röhrig. Meister Röhrig, Eckerhard, 13 Monate, danke. Grüße an die Elbe von der Kieler Förde, herzlichen Dank dafür. Joachim Bettenhausen, auch 14 Monate dabei für das tolle Programm, herzlichen Dank. Dankeschön. Da kommen sie raus, die Green Hope. Kann ich dir helfen? Voll gut. Ja, von hinten kommt noch die Aris, aber wir kriegen nicht alle Schiffe gleichzeitig hin. Das klappt leider nicht. Ich glaube, das ist jetzt gerade hier der spannendere Teil mit der Schlepperkamera. Andreas Preuß schickt noch 5 € für Dingsbums und Gedöns. Herzlichen Dank. Martin schreibt auch, Kamera auf dem Schlepper, beste Idee ever. Ich finde auch. Also vor allem, glaube ich, ist sie technisch jetzt auch ganz gut, oder? Ich glaube, die Bildqualität haben wir zu früher auch noch mal so einen Tacken hochgeschraubt. Ist schon okay. Ist okay, ne? Ja, Herr Hauptmann sagt auch noch mal, der Schlepper sieht aber sauber aus. Das werdet ihr bei allen Schleppern von Fairplay sehen. Auch wenn die Biester 15 Jahre alt sind. Ihr könnt da euch vom Boden essen. Martin, wenn du willst, kannst du aber mal auf die Aris gehen, dann können wir doch mal umschalten. Da kommen nämlich ein paar nagelneue Maersk-Container. Ich gehe mal auf Bild in Bild. Maersk hat jetzt angefangen, die Container auch in Blau zu machen. Also da sehen wir auch noch mal die alten. Und ein paar von den neuen. Ich finde richtig schick. So, ich gehe nochmal auf die Drohne. Da hinten geht nämlich gerade die Blue Whale in den Kölbrand rein. Und gleich müsste eigentlich hier die Hope rauskommen aus dem Parkhafen. Was für ein Verkehr.
Je mehr Container Maersk in Umlauf bringt, dem mehr werden wir dann diese schönen blauen sehen. Hast du die schon gesehen, Ben? Die neuen Nee, die kenn ich Maersk, noch nicht. die blauen? Aber schönes Blau. Schön, ne? Ja. Finde ich auch. Solange sie noch neu sind, Ja, noch nicht abgeschlagen. Ne? ja. Aber ich finde so alte Container, die schon mal so ein bisschen was erlebt haben, so ein bisschen Patina, finde ich auch sehr geil. Ja, du hast einen neuen Kameramann. Ja, wenn du gleich noch Drohne Wir machen gleich fliegst, einen dann hau ich ab. Ja, geil. Guck, die machen schon los. Ja, guck mal, da kommt noch mal wieder einer rausgefischt. Ja, ja, das ist der, wo wir den Schlepper hinten dran haben. Ja, wir haben da, siehst du da auf dem Ein Bild. Träumchen. Ja, die Green Hope mit Fairplay 95. Aber das kleine Ding, da wird jetzt die Nabelschnur durchgeschnitten. Aber ich glaube, gerade das muss man einfach mal im Detail zeigen. Alles andere, Drohnenbilder und so weiter, können wir ja en masse liefern. Hast du ein zweites Kabel dabei? Ich habe das andere Kabel, du kannst das übrigens dann noch mal mitnehmen, weil das brauche ich ja nicht mehr. Achso. Dann hast du das immer Dann dabei. geht das rein, hab ich. Ja, genau. Das ist in der Tasche vorne drin von der Drohne. Hat noch kein Mikro, ja? Bitte? Nein, er hat noch kein Mikro, das kriegt er gleich. Kriegt er gleich. Jetzt unterhalten, das Ja, ja, nee, er kriegt gleich ein Mikro. Ich habe nur gerade hier too much options. Da macht man erstmal euer Ding. Ja, ja. deswegen will ich ja jetzt auch nicht reinkriegen. Nee, aber ich kann das mal eben einmal für Ben ein Mikro raussuchen. Ja, das kann ich aber auch machen, Paddy. Flieg mal nach links. Was denn? Flieg mal nach links. Kick mal. Fliegen. Fliegen? Ach so. Ja, aber wir sind ja eh auf dem Bild von der Schleppercam, deshalb ist es gerade egal. Hab ich nicht gesehen. Also das Live-Bild ist nicht von der Drohne. Hier kannst du dir. Ja. Na? Okay. So, jetzt können wir aber gleich wieder umschalten. Schleppercam ist erstmal durch und dann gehen wir wieder auf die Hauptkamera. So. Ja. Martin übernimmt. Wunderbar. Ich stöpsel dich gleich ein, wenn Ja. ich gelandet bin. Na, dann, Passt. Alles gut. sonst ist mir das gerade etwas zu viel mit 2 Drohnen, Schlepperkamera und Ganz ruhig, ganz ruhig. du, solange ich die nicht steuern muss, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn wir die hier alle im Stream haben, ist das echt ein bisschen too much. Wenn sie dir jetzt vor den Dalben fährt, kannst du umschalten. Sieht von oben aber auch schick aus. Stell dir mal vor, ein ganzes Schiff voll mit orangen Abagloid und den neuen blauen Maersk-Containern. Also farblich wäre das schon cool. Das wäre schon farblich sehr cool. Ist vor allen Dingen auch so ein bisschen Komplementärfarbe. Ja.
Ah, der ewige Tanz ums Stativ. Lotsenwechsel. Ja, ist doch cool, wenn man die Perspektive mal so eben wechseln kann, ne? Ja, ja, ich finde es selber auch cool, ne? Gerade wenn man hier sieht, wie das Lotsenboot rangeht. Na, da wartet auch die Crew schon, der Lotse scheint noch nicht unten zu sein. Ich habe jetzt gar nicht auf den Chat geachtet. Haben die schon irgendwas bezüglich der AIDA geschrieben? Kann ja mal gucken, ob sich was bewegt. Oh. Wieder abgelegt. Ah, hat abgelegt, okay. 2,6 Knoten. Sehr gut. Jo, geht ja Schlag auf Schlag hier. Ja, der Lotse der braucht auch noch. Ah ne, jetzt ist er, glaube ich, gerade übergestiegen. Dann ist er weg. Jo. Ja, übernimm du mal. Sehr gut. So, dann fliege ich nämlich zurück und dann kann Ben gleich AIDA fliegen. Jo, das kriegen wir hin. Kirsten hat noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Was zu essen? Mhm. Oh, das ist gut. Kleine mundgerechte Frikadellen. Achtung einmal, ich komme runter. So. Supidup. Okay. So, Martin, jetzt kann ich wieder übernehmen und dann können wir Ben gleich anstöpseln. Guck mal, der Gunther schreibt, Grüße von der Sol, seine Frau und er stehen gleich an einem Buchstaben. Welchen weiß ich noch nicht. Gib mir ein A, gib mir ein I, gib mir ein D. Oder vielleicht doch wieder ein A? Ja, also auf jeden Fall haben wir die Auswahl zwischen 4 Buchstaben, das ist ja auch nicht Genau. ganz so viel. Genau. Müsst ihr nur auf der richtigen Seite stehen. Ja. So, Ja, warte stellt mal, euch auf Backbord. Ich mal hier. Da kann ich dich jetzt gleich einstöpseln. Dann holen wir mal Le Kabel. Ja. So. So, ich übernehme mal, dann kann ich nämlich auch ein bisschen Chat gucken. Martin. Ich muss mir noch irgendwas basteln, dass ich den Chat auch gucken kann, wenn ich nicht an der Kamera stehe. Ja, der Martin, 17 Monate dabei, hat auch noch mal die Schleppercam gelobt. Dankeschön. Tony, 20 Euro. Wonderful views as always. Salute to the Hamburg Hafen Live Team. Tony, thank you. Greetings to Portugal.
Und Harry de Jong, 6 Monate auf Twitch dabei. Dankeschön. Und Jens Farnert, jetzt auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank für euren Support, ihr Lieben. Jörg fragt, ob die Lotsen auf der wackeligen Leiter irgendwie gesichert sind. Nein. Also das ist in der Tat halt auch der gefährlichste Part bei dem Job. Hier jetzt heute bei dem Seegang alles entspannt. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass sie den Quatsch ja auch, Quatsch in Anführungszeichen, dass sie das natürlich auch draußen auf der Nordsee machen. Ne? Wenn das dann zu viel ist und zu viel Seegang, das Schiff zu sehr am Stampfen und am Rollen ist, dann werden die auch mit dem Helikopter übersetzt, weil das dann einfach zu gefährlich ist. Ne? Also die haben da nicht irgendwie eine Sicherung oder so. Man könnte natürlich meinen, dass die vorher irgendwie mit dem Seil gesichert werden, aber nee. Also die einen großen Schritt, zack, an die Leiter. Manchmal haben sie halt Glück. Wenn relativ wenig Freibord ist, können die manchmal vom Versetzer direkt übersteigen. Aber manchmal haben die auch richtig viel zu klettern. Und wenn Sie dann so richtig Glück haben, Sie haben ordentlich Welle, dann sparen Sie sich ja nach unten schon mal ein paar Meter. Ja, genau. Oder nach oben. Ja, also da gibt es echt Videos, Ja, wenn, das ist schon irre, wenn ne? richtig Seegang ist und die Schiffe eintauchen, dann müssen die wirklich den Moment abpassen. Das Schiff taucht ein, geht runter, die Leiter kommt runter, die setzen über, das Schiff geht hoch und katapultiert die quasi mit nach oben. Also Ja, das ist schon echt echt nicht, irre. das ist wirklich nicht ohne. Ne? Das ist halt auch wirklich der Part an dem Lotsenjob, der echt gefährlich ist. Ja, wenn du da Kupeister gehst, dann... Wenn du angebunden bist, knallt es wahrscheinlich gegen Ja. die Bordwand. Ne? Ja, dann kannst du nur hoffen, dass du irgendwie dich gut festhältst und dass das dann läuft. Ne? Ja. Ja. Jürgen schickt eine Anzahlung für eine Brille mit Chat- und Head-Up-Display. Ja, irgendwas bastel ich mir da schon. Dankeschön, danke. Und Jutta für die Sonntagsretter, Flagge hängt. Ja, 2 Euro, Jutta, ich danke dir vielmals. Ja. Gambit, wo ist denn die Cap San Diego? Er fragt gerade, ob wir das auch zeigen. Das ist alles so ein bisschen Zeit- und Timing-Frage. Wenn die sich irgendwie extrem bitten lässt und das alles ewig lange dauert, dann eher nicht. Wenn das aber alles passt und die uns hier in den Stream schippert, dann gerne. Ich habe heute sogar ein USB-C-Kabel dabei. Was, ein WC? Ach, ein USB-C-Kabel. Ja, Ein WC-Kabel auch, kannst du ne? auch mitnehmen. Ja. Auf Klo, kein Thema. Ja. Ich habe heute auch noch mal eins extra mit. Ja. Steelguard 249. Bin genau beim Lotsenausstieg weggeflogen. Ja, sorry. Sorry. Bei Bruns. Die geht morgen früh um 10 erst los. Was denn? Cap San Diego. Morgen früh um 10 fährt die aus dem Bremerhaven los. Nein, die Cap San Diego ist in Cuxhaven. Die kommt. Die müsste unterwegs sein. Die kommt heute Abend zurück. Hier schreibt auch jemand, die ist bei Brunsbüttel, Okay. oder? Habe ich vorhin auch gesehen. Vielleicht gibt es ja noch eine Cap San Diego. Oder irgendwas hat sich nicht aktualisiert vielleicht bei dir? Nein, die wollen heute Abend zurück sein. Die sind ja gestern raus und sind über Nacht in Cuxhaven gewesen. Ja, und bei der MSC Soraya, da liegen immer noch die Ölsperren vorne am Bug. Bin ich mal gespannt, ob sie die nachher rauslassen. Da war irgendwas, Da ne? ist Gefahrgut ausgelaufen. Also als ich kam vorhin, war die Westphal da und die Prag. Die haben da auch irgendwie die ganze Zeit gelegen. Ja, irgendwann sind sie dann weg. Keine Ahnung, was da... Also Hintergründe kenne ich jetzt auch nicht. Man sieht nur die Ölsperre noch vorne am Bug. Das ist die genau vor uns, ne? Genau. Ja. Und man sieht seitlich kommt da so weiße... Sieht man so ein bisschen diese weiße Ölsperre, die so rechts und links etwas aus dem Wasser guckt. Na, Hinter der Montreal Express ist die Cap San Diego. Ja, wir gucken mal, wie das zeitlich alles aussieht. auf jeden Fall ist es mal kuschelig warm zum Warten. Kein Ja. Regen, kein Sturm, angenehm. Das war für heute auch anders angesagt, ne? Gestern war ich noch der Meinung, dass wir heute nicht streamen.
20:30 Uhr hat der See ausgerechnet, könnte sie hier sein. Na ja, noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, da muss ja noch ein bisschen was passieren auf der Elbe. Im Hintergrund sehen wir schon die Aida Sol. Die fährt jetzt gleich hier aufs Fahrwasser. Sven, 50 € Pizzageld. Mann, danke schön. Danke, danke Sven. Haben wir gestern schon auf den Kopf gehauen. Ja, war lecker. Ja, und Hertha Tom ist auch seit 3 Monaten dabei auf Twitch. Tom, ich danke dir vielmals. Jetzt haben wir wieder die Fährenabgase, die hier das Bild Das ist irre, oder? flimmern lassen. Ja. Also wirklich spannend, dass das so eine Auswirkung hat. Ja. Ja, auch der Fokus ist dann teilweise am Spinnen. Da kommt sie. Die Aida Sol. Ja, schönes Schiff. Der Club Kreuzfahrten mag und das gerne ein bisschen kleiner, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja. Die sogenannte Sphinx-Klasse. Da hatten wir ja auch einen tollen Stream zum Hafengeburtstag, als sie rausgegangen ist. Da war ja der Ingo von der Meierwerft in Papenburg dabei als Gast. Der hat die ja quasi mitgebaut. Ja. Also was der Das an ist Infos irre. rausgehauen hat zu der Sol. Und ich habe ihn schon gefragt, vielleicht kommt er sogar, wenn die Disney, wie heißt die, Destiny, wenn die ausgedockt wird. Vielleicht kommt er dann als Gast dazu in Papenburg. Das wäre natürlich klasse, ne? Das wäre von den Also- Infos her mega. Ja, das Also- wäre richtig gut. Absoluter Insider. Also, Und vor allem, der hat das so ruhig erzählt, ne? So als wenn das irgendwie... man merkt halt, normal dass das ist. sein Tagesgeschäft Ja. ist. Das merkt man total. Das war sein Business. Und der hat ja einfach so Infos gehabt, die du nirgendwo nachlesen kannst. Ne? Ja. Also es ist schon klasse. Also ich hoffe, ihr habt das gesehen. Wenn euch das interessiert zur Aida Sol, dann, das war ein Stream Aida Sol zum Hafengeburtstag, als sie rausging. Mega interessant. Ja, auch mal Richtig so, interessant. so 2, 3 Sidekicks zu anderen Schiffen, wo sie da technische Lösungen gefunden haben für Herausforderungen, die der Kunde so vorgegeben hat. Ja. Also schon sehr cool gewesen. Gunther meldet sich nochmal. Seine Frau kann sich nicht entscheiden. Er steht erstmal alleine unter dem grünen A. Seine Frau guckt wahrscheinlich noch, welches die beste Ansicht ist. Ja, wo ist das gute Licht, ne? Ja, nach aktuellen Planungen wird die Destiny am 9. August ausgedockt. Kann sich immer verschieben, aber das ist so aktuell der Plan. Garantie gibt es da bei Meyer nie für. Reiswolf, du sprichst von der Disney Adventure. Die ist in Wismar. Disney Destiny ist Papenburg. Mensch, du bist ja richtig hornfreudig heute. Ja. Mal gucken, ob sie hier auch noch mal ein Horn rauslässt. Das wäre nett.
Das wäre super. 252 Meter lang, 32 Meter breit die AIDA Soul. 14 Decks, davon 12 für Passagiere, etwa 2600 Gäste, 600 bis 650 Besatzungsmitglieder. War übrigens die erste AIDA mit integriertem Brauhaus. Aha. Als Fun Fact. Ja. Und das Bordbier wird mit Seewasser gebraut. Man Also, filtert das aber vorher das und ist gut. entsalzt das. Ja, also das geht nicht so Aber ich 1:1. Ne? kann mich auch noch erinnern, dass wir damals da Braugerste geliefert haben. Ja, also AIDA Soll, wenn man da mal drauf ist, dann ab ins Brauhaus. Ja. Ja, gehört zur Sphinx-Klasse, quasi zu der zweiten Generation. Die wurde ja leicht modifiziert. Also dann ist es die Icarus. Genau genommen Icarus, aber man spricht auch im Volksmund von der modifizierten natürlich. Sphinx-Klasse. Ne? Die erste Sphinx-Klasse war ja Diva Bella Luna und dann Blue Sol Mars Stella. Gut, sehr gut. Gut abgelesen, Aber oder? klasse. Ja, die Sol 2011 gebaut, die erste Sphinx-Klasse. Die erste war damals die Diva 2007. Und die neueren, die sind auch einen Tacken größer. Also die haben eine Bruttoraumzahl von etwas über 70.000. Die ersten, die sind noch knapp unter 70.000 mit der Bruttoraumzahl. Ja, und die allerersten AIDAs, die sind ja gar nicht mehr in der Flotte. Ne? Also AIDA Cara war ja das erste AIDA-Schiff. Die hieß ganz früher auch nur AIDA. Die hieß nur AIDA. Ne? Und dann wurde sie umgetauft auf Cara. Und dann haben sie gemerkt, sie brauchen einen Namen, wie sie für mehrere Schiffe Ja. nehmen können. Ja, und dann kamen ja noch die Vita und die Aura dazu. Das waren auch zwei Schwesternschiffe. Die waren auch noch mal bedeutend kleiner als die Sphinx-Klasse, aber schon größer als die Cara. Und die hat man aber auch schon aus der Flotte rausgegeben und weiterverkauft. Aber auch von der Schiffsansicht her, von der Anmutung her, ein sehr, sehr klassisches Kreuzfahrtschiff. Also Cara, Vita, Aura. Gibt es aber nicht mehr in der Flotte. Gerade die Sphinx-Klasse mögen ja viele. Nicht ganz so groß, hört man immer. Von der Schiffsform auch natürlich noch etwas klassischer in der Anmutung. Ja. Die in Japan gebaute Perla Prima, die sind ja, haben ja sehr charakteristisch vorne diesen geraden Bugsteven. Mhm. Haben dafür natürlich den großen Vorteil, dass es da halt diese Spraybar gibt mit diesem Außenbereich. Und ich glaube, hier bei der Sphinx-Klasse vorne das Deck, ich glaube, das ist nur für die Crew zugänglich. Mag möglich sein. Also vorne jetzt hier am Bug quasi die Back über dem Kussmund, dieser Freideckbereich. Ich glaube, der ist nicht für Gäste. Ja, so haben alle Schiffe ihre Vor- und Nachteile. Aber die Cosma, das letzte müsste, glaube ich, das Cosma und Nova sind ja die letzten Schiffe, die gebaut worden sind. Die haben aber auch, glaube ich, einen geraden Steven, ne? Ich glaube ja. Die sind ja sehr angelehnt an. Nee? Ja, nee. Also Cosma Nova haben nicht den ganz geraden. Nee? Also das ist nicht ganz so krass wie bei Perla Prima. Das geht schon eher in Richtung hier von der Sol, der Sphinx-Klasse. Ah, okay. Dadurch, dass sie größer sind, kann es sein, dass es nicht so... Nicht so wirkt. Ich müsste das jetzt noch mal im Vergleich sehen. Kann sein, dass das ein bisschen anders wirkt, aber die haben nicht diesen geraden Bug. Ah, okay. Ja. Helmut sagt, das erste Brauhaus gab es auf der AIDA Blue. Kann sein. Also das waren die Infos, die ich gefunden hatte. Ich will da aber nicht darauf bestehen, dass die Infos, die ich mir da google und irgendwie zusammenschreibe. Aber dann müsste die allererste AIDA Blue, war ja vorher die Arosa Blue und ist ja in die Schiffsflotte von AIDA übergegangen. Dann müsste es da dann gewesen sein beim Umbau, dass sie da dann ich weiß es die nicht. Brauerei eingebaut haben. Aber genau wissen tue ich es auch nicht. Ja, kann man sich so langsam fertig machen, ne?
Ja, aber du wirst dich wundern, wie weit du doch gleich mit dem Weitwinkel noch entfernt bist. Aber Ja. du kannst natürlich schon ganz langsam dich in die Luft begeben gleich. Also der Bedarf nach einem Thiele ist geweckt. Ne? Ja, ich sehe, also das ist nur eine Übergangsdrohne. Wie die Übergangsjacke ist das nur die Ja, Übergangs. die fliegt sich toll. Und die Ah, hat eigentlich eine super Größe. Die ist ist auch super super, kompakt, ja. die kannst du überall mit hinnehmen. Aber das darfst du dir Tele nicht- ist schon ein echtes Argument. Ja. Ja, reicht ja ein mittleres. Ne? 70 mm sind ja erstmal super. Du hast ja, glaube ich, noch 130 mit drauf, ne? 160 sogar 160. oder 168 oder Wahnsinn. ja. Sebastian, wir haben hier eine Mavic 4 Pro und eine Mini 3 Pro. Und die Mini 3 Pro, die habe ich Ben erstmal vermacht, weil er jetzt auch angefangen hat, Drohne zu fliegen, Führerschein gemacht und so. Und da kann er ein bisschen Erfahrung mit sammeln, Ja, da hast du was angerichtet. Du. bevor ich die jetzt irgendwie zu Kleinanzeigen stelle und verkaufe. Geben wir sie lieber Ben zum Üben. Könnte aber lichtmäßig ganz nett werden. Ja, sehe ich auch gerade so. Die kriegt schönes Licht. Gunter schreibt, dass sein kleiner Sohn jetzt auch unter dem grünen Nahe steht. Und Fairplay 96 kommt auch hinter der Zoll angetuckert. Anstöpseln können wir hinterher. Können wir Ne? hinterher, du musst nur starten, bevor die Fähre kommt. Was ich ja ehrlich gesagt auf der AIDA Prima so ein bisschen enttäuschend fand, war, dass das AIDA Bier, was sie da an Bord brauen, das musst du extra bezahlen. Selbst wenn du das große Getränkepaket hast, da hätte ich jetzt gedacht, Mensch, das selbstgebraute Bier, das hauen sie irgendwie so raus und bringen das so unter die Leute. Aber da muss ich gestehen, war ich dann auch ein bisschen geizig. Also sie fährt jetzt gleich hinter den Dalben, wenn du schon mal irgendwie stöpseln könntest. Die Stöpsel. Drin. So, dann gehen wir mal auf Kamera Ben.
Und ich werde gleich mal schauen, ob ich unter dem A jemanden finde. Ja, endlich ein vernünftiges Bild dank Ben. Ja, sorry. Sorry. Oha. Was soll das denn? Es tut mir leid, dass der Rest immer eher dürftig ist. Du machst doch ganz hervorragende Bilder. Anscheinend nicht. So, schauen wir mal, ob wir jemanden... Da winken sie. Ganze Familie unterfahren. Ist jetzt die ganze Familie da. Ja. Euch auf jeden Fall eine gute Reise. Schön, dass ihr mal gewunken habt. Jetzt kommt noch die Wilson Flex. Kommt noch ein kleines CMA-Schiff. Schau an. CMA? Ach so, Wilson, Entschuldigung. Akon Vorne Wilson. der Bug, der war so charakteristisch. Stimmt, von oben täuscht es ein bisschen. Ja. Hast du recht. Ja, ihr kriegt aber hier nur von dieser Elbseite das Bild, weil mein Empfang nicht ausreicht, um zur anderen Seite zu fliegen. Oh, ausprobieren, Ben. Ja, das habe ich schon. Das lassen wir mal lieber. Aber ich habe schon gehört, mit dem neuen Empfänger, mit dem neuen Übertragungssystem ist das kein Thema mehr. Ja. Also wenn du Sichtlinie hast, kommst du da auch relativ weit. Aber wenn dir da ein Schiff zwischenfährt, dann Ja. ist es gleich ein bisschen am Stören. So wie jetzt zum Beispiel. Postbündel, ich danke dir für das Lob. Sag mal, Postbündel, was ist denn los mit dir? Ich lese hier nur, dass dir alle gute Besserung wünschen. Ich habe leider den Anfang nicht mitbekommen, aber ich hoffe, nicht ganz so dramatisch. Nichts, was sich nicht wieder irgendwie richten lässt. Also auf jeden Fall beste Grüße auch hier von mir. So, okay, dann nochmal. Ja, nun ist sie auch schon relativ weit weg, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr, was das Bier im Brauhaus kostet. Ich meine, also ich glaube irgendwie sowas um 6 Euro kostet das schon. 6, 7 Euro halber Okay. Liter. Aber bitte nagel mich da nicht drauf fest. Moin. Thorsten, willkommen auf dem Fischmarkt. Erasme, auch an Dann dich. komme ich ein mal eben kurz Dankeschön. erstmal runter. 11 Monate auf Twitch, danke, danke.
Marina grüßt übrigens von der Cap San Diego. Ja, wir werden die mal ein bisschen im Auge behalten. Da kommt aber auch noch die Beate. Ich weiß nicht, ob du so lange noch Akku hast. Ja, ich kann ja sonst gleich hochgehen. Also Akku habe ich noch, 20 Minuten. Sebastian sagt 5,40 Euro. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte da einmal nachgeguckt und €94,96 gehen an die Milan Maersk. Ja, schöne Triple E-Klasse, 400 Meter lang. Milan Maersk. Weißt du übrigens, was Triple E heißt? Nee. Ich habe das extra noch mal rausgesucht, weil ich mir das alles nicht merken kann. Das Triple E oder dreifaches E steht, das erste E für Economy of Scale. Aha. Also große Schiffe mit über 18.000 Containern, geringere Transportkosten pro Container. Damals war das mit der Triple E-Klasse, waren das ja die größten Schiffe überhaupt. Mittlerweile ist das ja schon Standard. Überholt, ja. Ja. Das zweite E steht für Energy Efficiency. Langsam laufende Maschinen und strömungsoptimiertes Design. Wir haben ja auch die zwei Maschinen, die jeweils dann entsprechend langsamer laufen. Auch halt zwei Propeller dann logischerweise. Zwei Propeller, genau, zwei Ruder haben sie auch. Und das dritte E steht für Environmentally Improved. Also geringerer CO2-Ausstoß pro Container durch Einsatz modernster Technik zur Emissionsreduzierung. Siehst du wohl. Ja, also ist für heutige Verhältnisse klingt das so ein bisschen, ja natürlich, ja, aber damals war das halt wirklich ein Novum. Ja gut, man muss es halt anfangen, ne? Ja, ja. Und die kommt noch rein oder habe ich Nee, das? die geht raus. Die geht raus. Ist am, genau. Ach, die Beate geht auch geht zum Eurogate. Also die kommt gar nicht, fährt gar nicht bei uns vorbei. Aha. Ja. Ja, dann kann ich Ja. runterkommen. Genau. Weil dann spare ich mir den Akku ein bisschen. Ja, warte mal, dann muss ich einmal kurz in die andere Richtung drehen. Und dann übernehme ich die Beate. Dann kannst du ganz in Ruhe landen. Na, siehst du Ja. wohl. Das war ja einfach. Ja. Von der Triple E-Klasse gibt es auch zwei Generationen. Die ersten, die wurden, glaube ich, 2013 so ungefähr gebaut. Und die hatten so eine Kapazität von etwas über 18.000 Toy. Die zweite Generation war dann modifiziert. Die ist dann, haben dann etwas über 20.000 Toy. Und die Milan Maersk, das war die Baunummer 24, gehört auch zu der zweiten Generation der Triple E-Klasse. Siehst du wohl. Da sind wir wieder. Jo. Die Guayaquil oder Maersk Guayaquil kommt auch noch. Kommt gleich aus dem Kühlbrand. Kai Uwe lässt seinen Prime Sub da. Dankeschön. 7 Monate schon.
Na, darf ich den Klops anbieten? Einen Fleischklops von Kirsten selber gemacht. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Dirk fragt, ob wir für den 20. September nochmal Warnemünde geplant haben. Was ist denn da in Warnemünde? Irgendwann ist doch nochmal eine Portparty. Ist das da im September? Also ich glaube, im September ist irgendwas, ja. Da ist nochmal so eine kleine Portparty. Muss ich ehrlich gesagt noch mal gucken. Also müssen wir mal schauen, was da anliegt. Also ganz fest zusagen kann ich es jetzt noch nicht. Guck mal, Kirsten, die hat das auf dem Zettel. Kirsten sagt, ja, da ist es. Also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass wir da was machen. Cruise Days? 12 bis 14. September. Aber das ist in Hamburg. Aber das war ja jetzt Warnemünde. Ah, hier, guck mal, ich habe dekoriert. Mann, oh Mann. Ein dickes Dankeschön an Kirsten. Also die sind tatsächlich direkt aus dem Airfryer hier rein, ne? Also die sind ja richtig lecker. Halt die doch mal hier in die Kamera. Also das ist ja schon ein... Wollen wir Neider erzeugen? Ja, ne? das ist ja schon ein Kunstwerk. Warte mal. Ich schalte das mal um. Guckt euch das mal an. Und wie schön Ben da jetzt ein paar Senfhäubchen draufgepackt hat. Senfhäubchen, ja, ein Traum, ne? Ja, es könnte uns schlechter gehen. So, die Bestellungen gehen raus an Kirsten. Haben aber auch genau die richtige Größe, dass sie nicht stören beim Streamen. Ja, weil man die nämlich so in einem Stück in den Mund stecken kann. Hervorragend. Dann müsste ja die Milan als nächstes rausgehen, oder? Wo liegt hier Eurogate? Sobald sich bei der Milan was tut, sagt mal bitte Bescheid. Because, dann kann ich da mal mit der Drohne drüber gucken. Wenn du übrigens zwischendurch Akkus aufladen willst, ich habe da auch noch mal Strom. Ja. Ja, ich hatte die 3 jetzt erstmal einmal komplett voll gemacht. Aber wenn ich nachher austausche, dann stöpsel ich mal an. Ja, Thomas, die essen wir alleine, die Frikadellen. Ja. Also das ist jetzt, da hört auch die Liebe zum Chat auf. Also, dass man die teilt, das ist sowieso sehr ungewöhnlich. Hier haben wir die Grasbock. Neue. Und Horst fragt, sind die Triple E alles Panamax-Schiffe? Nee, Triple E-Klasse ist deutlich größer als Panamax. Panamax-Schiffe sind ja die, die noch durch die alten Schleusen vom Panama-Kanal gehen. Dann gab es ja Neo-Panamax oder New Panamax-Klasse, die auch durch die neuen Schleusen gehen. Ich glaube, durch die neuen Schleusen. Wir sollen an Martin denken, schreibt Tanja übrigens. Wir sollen an Martin denken mit den Frikadellen, ja. Martin, hier, warte. Ich habe Vorbereitungen getroffen, beziehungsweise Kirsten. Kirsten hat eine Gabel mehr eingepackt. Also wenn ich das richtig in die Erinnerung habe, Reservegabel quasi. gehen durch die neuen Schleusen vom Panama-Kanal
Schiffe mit einer Länge von circa 360 die geht Metern, 49 Meter Breite oder so. Vielleicht könnt ihr das mal nachgucken, aber das ist so ungefähr die Größenordnung. Es gehen definitiv keine 400 Meter Schiffe durch den Panama-Kanal. Darf ich dir das geben? Boah, vielen Dank. Maersk Guayaquil kommt gleich raus. Danke für die Info. Kann man machen, ne? Ja, siehst du wohl. Moin. Sehr lecker. Ja, greif zu, ne? Guck mal, ich stelle mich jetzt hierher. Machen wir hier Picknick. Professionellen Frikadellenanreicher. Genau. Ja, Frikadellen isst man eigentlich zu Fuß oder von Hand, das stimmt schon. Aber wenn man dann noch hier das ganze Zeug anfassen muss, Dann ist eine Gabel durchaus die bessere Wahl. Definitiv. wenn man dann nämlich vom Drohnensteuerknüppel abrutscht, weil man fettige Finger hat. Ja, dann landest du im Gebüsch oder auf der Decksaufbau oder Ja. im Container. Guck mal hier, 366 Meter 49, also lag ich ja ganz gut mit den Schiffen der neuen Schleuse. Und Knut hat nochmal für die Panamax-Klasse rausgesucht, 294 Meter, 32 Meter breit. Das ist dann, meine ich, für die alten Schleusen. So, eine esse ich noch. Ja, greif zu. Dafür sind sie da. Das sind übrigens Diätfrikadellen, ne? Diätig auch noch. Dass man dick wird, liegt nur da an den Genen. Und zum Kühlschrank gehen. Ja, offensichtlich, ne? Oder? Also das ist ja das Dickwerden, das ist ja eine Frage des Kohlenhydrats, ne? Und das kommt ja immer abends und näht die Klamotten enger, ne? Genau. Ja. Ja, am Bildrand sehen wir auch schon die Maersk Guayaquil. Die kommt dann in Kürze hier auf den Hauptstrom. Ja komm, einer geht noch. Na, du hast siehste. recht, einer geht noch. Ja, auf einem Bein kann man auch nicht stehen, Paddy. Das funktioniert einfach nicht. Aber jetzt ist Schluss. Na, warten wir es mal ab, ne? Können die Gabel ja mal hier so reinlegen. Ja, einfach so zum Selbstbedienen. Soll ich meinen... Was da los war am Schiff. Bei der Soraya, hast du da Infos? Hier haben wir den Presseartikel von uns. Was genau ist da jetzt ausgelaufen? Kautschuk. Kautschuk, ah okay. Kautschuk, ja. Also bei der Soraya ist irgendwie Kautschuk ausgelaufen. Hast du zufällig eine Ahnung, ob sie die jetzt rauslassen heute oder, Wissen wir auch noch nicht. oder bleibt die erstmal, Da wollte man uns noch nichts zu sagen. weil die Ölsperren scheinen da vorne noch zu liegen? Wir sind auch an der Soraya selber befestigt. Ja, greif du auch zu, ne? Bin ich schon dabei. Ja, sehr gut. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ach, Quatsch. Du arbeitest hier doch. Du bist doch Kameramann. Da muss man dich doch verpflegen. Für gute Bilder. Ne? Nicht, dass du einen Schwächeanfall hier am Stativ bekommst. Genau, Herr Röhrig, ein Likörchen geht noch. Ja, ne? Herr Röhrig, komm noch ein Likörchen. Einer geht noch. Noch einer muss, aber dann ist Schluss. Aber Da kennt sich einer aus. Hey Friede, hol mal das Bonawachs! Ja, Maersk Guayaquil, die haben wir doch vorgestern schon reingebracht. Das ist doch die mit dem Schnurrbart. Oh, die Werner-Comics, ich habe sie geliebt. Haben wir ein gewisses Suchtpotenzial hier. Ja, ja. Furchtbar.
Also wenn das mal irgendwie, Ich nehme noch mal eine. wenn das mal irgendwann, Ja, ja. Passt schon. Alles gut. wenn das mal irgendwann bei euch finanziell nicht mehr läuft, Kirsten, Frikadellenbude im Hafen Geht immer. und ihr habt ausgesorgt. Vielleicht machen wir das jetzt schon. Nur. Das ist, ich glaube, das wird dann, Liegen, das wird dann so ein Hype-Ding. Wenn man dann eine 8 Kilometer Schlange durch den Hafen hat, nur um, Frikadellen zu kaufen. ja, und dann gibt es die bleiben in dieser kleinen, schönen Größe und dann kommen die nämlich in so ein Tütchen, was man so schön auf die Hand nehmen herrlich, kann. ne? Ja, Frikadellen, so eine Und Tüte dann Frikadellen. eine Tüte Frikadellen. Tüte und dann, Frikadellen. Und dann so ein Für auf der Spieß Hand. dazu. Genau. Pommes. Ne? Ja. Und dann gibt das irgendwie nur so 2 oder maximal 3 Sorten und das war's dann auch. Ja. Guck, Ina hat jetzt auch Hunger und wir sind schuld. Ne? Es gibt ja auch so Leute, die mögen Käse. Ne? Da kannst du auch so einen Käsewürfel drin verstecken oder so. Ina, danke für die 14 Monate. So, dann haben wir noch die Caro, die lässt ihr Prime-Sub da. Herzlichen Dank. Schafskäse. Und Nilsi, 2 Euro Superchat. Zum warum nicht? Likör noch eine Kiezmische. Ja, mich kannst du mit Käse nicht. Ja, Also, das höchste der Gefühle ist irgendwie auf dem Auflauf oder auf der Pizza und dann bin ich raus. War beim Riechen sehr lecker. Da kommt sie ja. Ja. Wunderschön. Willst du da gleich noch mal fliegen? Das kann ich machen. Dann mache ich das nämlich gleich bei der Milan. Wenn ich da, dann kann ich nämlich oben drüber. Das geht, glaube ich, mit dem Zoom besser. Wenn die ablegt, kann ich oben drüber filmen. Ja. Kannst du jetzt die hier noch mal machen. Ja, ich habe noch 15 Minuten Akku, das sollte ja wohl reichen. Ne? Mach doch einen Ja, ich neuen meine noch rein. einen. So, weißt du, nimm mal hier, ne? Ja. Hau rein, gib Patti noch mal einen ab. Ben ist bestimmt auch so jemand, nee, ich möchte nicht mehr, danke. Ben ist bestimmt jemand, der grundsätzlich den Akku immer bis auf 5% runterfliegen muss. Ein Akku, der noch 70% hat, der wird doch nicht geladen. Der wird, nee, Nee. Akku schon. Könnt ihr mal 2 drauf. Ja, ich kann auch die andere gleich starten. So, Vorsicht, wir haben hier eine kleine Drohne, ne? Ursi Ben hat meine alte Drohne erstmal zum Einstieg Ja, ja. bekommen. Aber ich Hatte glaube, ich schon der Bescheid lauert gesagt. schon auf ein Upgrade. Und einmal schunkeln. Oh, und da kommt auch die Tivoli hinten. Mag ich ja sehr, die Schiffe. Bin gleich soweit. Sascha, auch 5 Monate dabei. Und schreibt, einfach ein toller Stream mit allen Pötten. Ja, ein Kreuzfahrer und sonst alles Containerschiffe. So mögen wir das. Wolli ist auch seit 9 Monaten dabei. Schreibt, was für tolle Bilder. Herzlichen Dank. Und Micha, eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke. Nee, das ist alles richtig mit der Maersk. Die braucht keine Farbe. Das ist Patina. Ja, das ist wie beim Menschen. Ja, man muss in Würde altern, man muss einfach akzeptieren, dass man irgendwann Falten hat, Hängebauch, dass es überall so ein bisschen schwabbelt, aber dafür ist man gezeichnet vom Leben, kann Geschichten erzählen und genau so ist das bei Schiffen auch. Ja, wer alte Schiffe anstreicht, der geht auch zum Schönheitschirurgen.
Also ein Bild könnte ich anbieten. Hast du Aber ein ist Bild? noch nicht viel zu sehen. Ja, ist noch ein bisschen weit weg bei dir, Ja. oder? Jörg, Dankeschön, 2 Schweizer Franken. Und Svenny haut auch noch mal 5 € raus. Für einen Klötenkömm für die Damen hier. So, ich gehe mal auf die Drohne. Ja, tu das not, dass die hier so rumoxidiert. Ja, Herr Röhrig, ich glaube, mein Klo ist verstopft. Können Sie da vielleicht noch mal nachgucken? Na nü. Polizei ist auch schon da. Ich denke mal, die sind für die Milan da. Und die Tivoli, die dreht aber schon ein. Ich nehme mal an, dass die verholt. Wahrscheinlich Burchard Kai. Ja, berechtigte Frage. Was ist denn Klötenkömm? Ja, also wollen wir das frei übersetzen oder? Also so ganz genau erklären kann ich es nicht. Das ist irgendwie so ein Lütter. Das ist ein Eierlikör. Ein Öl. Ach, Eierlikör ist Ja, das. Klötenköhm. Klötenköhm ist die plattdeutsche Ausdrucksweise davon. Okay. Ja. Ein Klötenkömm. Ja, im Winter macht Kirsten Waffeln mit Klötenköhm. Oh, hör auf. Ja, schmeckt auch gut. Hör auf. Also die Tivoli kann sich aber auch gerade sehen lassen da hinten in dem Sonnenlicht. Hübsch, ne? Ja. Gutes Licht. Oha, aber hier unsere Kleine, die Mersky, hat schon ein paar Tage gesehen. Aber ich finde es irgendwie auch Die kann charmant. Ne? Geschichten Also ich finde es erzählen. schon geil. Ich finde das auch gut. So ein abgerocktes Schiff hat was. Ist da jemand auf der Gangway? Ja, ist jetzt gerade der Dalben, aber ich... Oh, hier haben wir noch eine Begegnung gleich. Lamentin und die Maersk. Ich glaube, das wäre kein Job für dich, Ben, oder? Da auf der Gangway. Ich glaube nicht. Das erste Mal fliegen war ja auch irgendwie speziell. Also ich habe ja so ein bisschen, ich bin ja nicht höhenfrei. Und wenn du dann so auf 40, 50 Meter hoch gehst und guckst auf das Display und das ist irgendwie im völligen Widerspruch zu dem, wo du gerade stehst, das ist auch schon speziell, möchte ich sagen. So, dann starte ich mal mein Luscher-Ding, die Lufthansen, damit die gleich mal da über die Bäume gucken kann. Bitte? Ja, sie sichert. Ja, ja, der ist gesichert, ja, ja, klar. Also ohne Sicherung würde ich da auch, glaube ich, nicht.
raufgehen. So, Achtung einmal. So, und jetzt erlebt ihr live, wie Paddy seine eigene kleine Mini-Drohne vom Himmel holt. So, mein Controller hat hier irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Ich würde mich langsam mal zurückbewegen. Ja, kannst du machen. Ich habe ein Bild. Gut. WS35 ist auch dabei. Liebe Grüße, falls ihr wieder zuschaut. Vielleicht können wir die mit Frikadellen anlocken. So, Also wenn Vorsicht, Kirsten komm runter. dann in ihrem kleinen Hafenkiosk Frikadellen und dann noch Waffeln anbietet, Mit Sahne und Kirschen. ich fürchte, das wird ein Imperium. Und das in den Landungsbrücken. Willst du an die Kamera, Martin? Ich stöpsel dich mal aus, dann haben wir Ja. hier eine Stolperfalle weniger. Gerne. Ja, ich glaube, bei der Milan ist noch nicht so viel los. Ich gehe mal auf die Drohne. Sieht noch nicht so aus, als ob die gestartet sind. Ich hätte natürlich auch warten können, bis sie wirklich abfahren. Ich trottel. Kannst du auch wiederkommen. Gucken wir lieber Polizei. Genau. Gute Fähre. Wie die sich hier ranschleicht, die Grasbrock. Zwei Drohnen am Himmel, so auch dekadent. Ne? Hier, hol dir die mal hier rüber. Kann sein, dass du die noch anmachen musst. Alles klar, danke. Man muss ja etwas länger drücken. Mhm. In Wiesbaden gewittert's. Grüße von Karin. Schickt auch noch mal 5 €. Herzlichen Dank. Kreativ Andi schreibt irgendwas von Softeis. Sowas triggert mich ja sofort. Ja, genau. Ja, da muss ja irgendwann noch was rein, ne? Habe ich gerade was von Softeis gehört? Das Problem ist ja, dass wir unser Softeis nie aufgegessen bekommen. Also du deins ja schon, aber ich meins in Warnemünde nie. Ja, die Warnemünder Möwe, das ist eine andere Klasse von Möwe.
Geh mal auf 3 bitte. Ich glaube, ich habe gerade ein nettes Bildchen. Ja, geil. Sieht gut aus. Am Elbstrand ist auch einiges los. Ja, bei dem Wetter, ne? Das bietet sich ja auch wirklich an. Die Polizei wartet geduldig auf die Milan. Kann es sein, dass es bei der Milan Maersk losgeht? Sieht so aus, als ob die... Oder täusche ich mich da? Wollen wir das Bild mal sprechen Nee, ja, lassen? ich glaube, die liegt noch an der Pier. Zumindest ist die Schleppleine nicht auf Spannung. Auf 3 bist du, ne? Ich bin auf 3, ja. Ein Stopp, aber das ist ja... Ja, das ist ja nur hier Preview, ne? Ja. Ja. Hier ist nochmal die Frage, wieso die Tivoli an Steuerbord festgemacht wird. Ich dachte, die Schiffe werden immer in Auslaufrichtung festgemacht. Nein, also es ist schon häufig so, aber es kann ja auch sein, dass sie, also erstmal kann es ja sein, dass sie danach nochmal zu einem anderen Terminal will, wie zum Beispiel Tollerort, dann würde sie ja wieder richtig liegen. Es kann aber auch sein, dass von der einen Seite was geladen werden muss, wo man dann so rum besser rankommt. Ne? Man sieht das zwar häufig, dass die Schiffe vorher drehen, aber gerade bei den kleineren, bei den Feedern, da ist das mal so, mal so. Ja, Kirsten kriegt einen Foodtruck. Den können wir dann auch gleich zum Ü-Wagen ausbauen. Ja, siehst du, perfekt. Oh, hier entstehen gerade Ja, Ideen. schön nochmal eine Hier große Antenne oben drauf. Oh, und aber dann bitte auch mit Schlafmöglichkeit. Ja, das Also ist so selbstverständlich. ein Ü-Food-Camper. Ja, Ein Foodü. ein Fudü. Foodü-Camper. Also ähnlich wie Fondue, Ja, genau. nur ohne N. Ja. Leon, vielen, vielen Dank für die verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Wobei, wenn du dich mit dem Foodtruck in den Hafen stellst, ich glaube, Naja, hier auf der Südseite machst du da kein großes Geschäft mit. Hier ist zu wenig los. Ja. Ja, gut, in der Woche kannst du natürlich hier, aber da machst du den Kaffeeklappen Konkurrenz, die halt morgens, die ja hauptsächlich vormittags geöffnet haben.
Sebastian Kolze meldet noch das ein oder andere Schiffchen von hinten. Montreal Express, Cap San Diego, Valentina. Mhm. Foodtruck heißt dann Hamburg Hafen Live heiß. Ist da jetzt Bewegung drin oder nicht? Ich glaube nicht so richtig. Tja. Die warten noch aufs Go. Tja, wir warten auf das, was da kommt. Ne? Das Doofe ist ja, wenn du den großen Führerschein hast für die Drohne, du dürftest ja meine dann nur fliegen, wenn wir deine Kennung bei mir eintragen. Das ist ja immer personengebunden, ne? Das ist ja richtig. das Doofe. Ja. Das ist eigentlich auch irgendwie doof gelöst, finde ich. Ja, das würde ja bedeuten, ja gut, also ich Also weiß aber gar nicht, man müsste einmal einen Aufkleber, Mhm. den müsste man wechseln, die Kennung auf der Drohne. Und im Controller ist ja die ID hinterlegt. Kann man da nur eine hinterlegen? Ja. Tja, Kirsten, mein Sonnenschein. Tut mir wahnsinnig leid, aber ich glaube, ich musste mir eine Mavic Pro 4 kaufen. Ist ja bald Weihnachten. Wir erkennen ja gerade den Bedarf hier. Vor allem, es ist ja so, wenn du die R3S kaufst mit dem normalen Controller, geht die nicht an den Bildmischer. Also, da müssen wir noch mal drüber reden. Ja, also ich würde schon ganz gerne den Pro-Controller haben wollen. Ne? Kann man den im Paket gleich mitkaufen oder muss man den immer separat kaufen? Also bei der großen ja, ich glaube bei der R3S kannst du es nicht als Paket kaufen. Ja, ich guck noch mal. Ja, das zudem aber nicht mehr dieses Jahr, schreibt Kirsten. Bringt der Weihnachtsmann. So. Gleich habe ich die ganze Akkuladung durch einfach dumm rumstehen in der Luft verbraten. Tja, die meiste Zeit des Lebens wartet man vergebens. Ne? Ja. Aber ich muss trotzdem die Drohne mal ein bisschen mehr hier ans Ufer holen. Aber es macht ja auch Spaß mit dem Ganzen so ein bisschen, immer so ein bisschen in dem zu schwelgen, was man sich so vorstellt, was man sich mal so zulegen kann. Hendrik, mein Lieber, Upgrade auf Hamburg meine Perle. Vielen, vielen Dank. Hendrik, wo treibst du dich rum? Bist du noch in Hamburg? Ja. Der Chat hat auf alles eine Antwort. Mit dem Frikadellenverkauf kannst du das problemlos finanzieren. Ja, aber dann müssen wir erstmal im Foodtruck investieren. Mit Ü-Wagen-Einrichtung. Und nochmal, ich glaube, mindestens 2 Heißluftfritteusen, weil wir produzieren das ja fettarm. Ne? Das ist ja auch Ja. noch gesund, das Zeug. Ein anderes Bild. Also wir könnten uns jetzt einfach mal hier mit
so einem kleinen Tanker über Wasser halten. Mit der Eloise. Guck hier, Rudi haut auch gleich 5 € Zuschlag raus für die neue Drohne von Ben. Ja, vielen Dank. Aber ich glaube, ehrlicherweise, also eine R3S wird mir vollkommen auslangen und ich glaube, Ich finde die das auch super. Ich finde wäre die vom für- Ding her super. ja. Wenn man mit 2 Drohnen fliegen will, ich glaube, das geht dann auch ganz gut. Stefan schickt 5 € und sagt, könnte sein, dass die Evermeet noch ausläuft. Ja, aber die Evermeet ist, glaube ich, auf 23 Uhr. Kann das sein? Schlepper kommt auch rein oder raus. Ja, Chat schreibt 23 Uhr, wo ist das Problem? Ja. Kein lichtstarkes Objektiv dabei. Schalt mal um, du hast ein schönes Bild. Super. Martin macht das gut. Ja. Bildregie kann er. Sonnenuntergang 21:35 Uhr, kein Problem. Ja. Ja. Hier ist nochmal die Frage, wann ein Livestream von der Fähre kommt. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Mit Niklas. Der war echt super. War ein richtig guter Stream. Achso, ich weiß immer gar nicht, wann du auf der Drohne bist. Ich habe so ein bisschen korrigiert gerade noch. Ja, geht schon.
Ist halt live, da sind ein paar Ruckler erlaubt. So, jetzt fliege ich aber mal wieder ein bisschen rüber hier. Wasserschutzpolizei dreht auch noch mal eine Runde. Mein Gefühl sagt mir, dass es losgeht bei der Maersk. Auch noch 2 Euro von Seegang. Jürgen, Livestream von der Fähre kann ich gern machen. Ja. Und die ersten wollen schon Anteile an Kirstens Foodtruck kaufen. Die Noch nicht mal gegründet sind und so schon eine überzeugt. Aktiengesellschaft. Ich glaube, auf dem Schulterblatt oder Schanze, wobei ist ja alles beieinander da, da hat irgendwie auch ein neuer Dönerladen aufgemacht. Okay. Und der ist so gehypt, die Leute stehen da 3 Stunden an für einen Döner. Das ist irre. Hat nicht auch in der Europapassage auch irgend so ein Influencer oder so einen Döner aufgemacht? Da gab es auch, glaube ich, so einen Mega-Hype. Ich glaube, das war im Westfield. Das, also, ja, wobei, das ist ja kein Influencer. das war in der Das- Europapassage. Ah, okay. Irgendwie True Döner oder Honest Döner oder so ähnlich. Aha. Da war auch richtig Alarm. Der Einbruch in der Europapassage bei dem Dönerhändler. Einbruch? Ja? Nee, aber da Kasse hat, leer geräumt haben. da hat doch einer einen Laden aufgemacht, meine ich. Aber was sagt Akku? Ja, 46%. Ja, ach. Aber geht ja relativ schnell mit Zwischenlandung. Fliegst ja noch nicht auf Reserve. Das ist ja alles noch gut. Nee, ich bin ja auch nicht Ja. weit weg. Üben. Die hätten Neuigkeiten zum Chemikalienunfall. Ah, okay. Die haben ein Auslaufverbot von der Umweltbehörde erhalten. Auslaufverbot, ja. Ich habe es mir fast gedacht, dass sie die heute nie rauslassen. Die MSC. Also MSC Soraya müssen wir heute von der Liste streichen. Heute nicht, beim nächsten Mal. Gucken wir uns nur von vorne an. Die dürfen erstmal nicht raus, bis das geklärt ist. Der Flieger macht aber auch eine steile Kurve, ne? Jetzt kommt die Maersk aber so langsam in Fahrt. Guck, Nolde schreibt es auch, Honest Döner Europapassage. Das war von einem Food-YouTuber. Aha. Und da war, glaube ich, wirklich, da war absolut Land unter. Die haben so Schlange gestanden. Den gibt es auch in Hamburg, da vielleicht.
Ich weiß nicht ganz genau, wie das abläuft. Ich nehme aber mal an, dass jetzt natürlich sowas wie Einsatzkosten geklärt werden muss. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Strafen gibt, Schäden oder so. Und bis da halt dann entsprechende Papiere fertig sind und vor allem das Schiff auch absolut wieder dicht ist, dass da nichts mehr weiter passiert. Die Frage ist ja auch setzen immer, Sie die fest, ne? wo kam es her, wo ist es rausgelaufen und wie ist es über Bord gekommen? Ne? Ja. Aktuell ist es wohl, dass ein Container beim Verladen beschädigt wurde. Mhm. Dann ist es dabei ausgetreten und über die Bordwand gelaufen. Ah, Jetzt muss okay. halt geklärt werden, wer trägt die Haftung. Ah, okay, Und dann dann. muss die Umweltbehörde jetzt natürlich gucken, wie verhält sich das? Mhm. Kippt uns das Gewässer? Also nein, ganz klar nicht. Mhm. Löst sich der Stoff auf, müssen wir den aufnehmen. Aktuell sprechen Sie von einem wasserlöslichen Stoff. Mhm. Wer trägt die Kosten? Trägt das die Versicherung von der HALA? Trägt das die HALA selber? Mhm. Allgemein trägt das dann der Kunde. Der Am Verlage. Ende. Am Ende. Am Ende trägt es der Kunde, ja. Konsumentsbedingungen. Ja, und die haben natürlich ein ganz gutes Druckmittel, wenn sie so ein Schiff festhalten, weil das sind einfach Werte. Die das Reedereien kostet haben ja richtig, natürlich ein Wahnsinnsinteresse daran, dass das Ding so schnell wie möglich wieder fährt. Ja. Na, kommt sie? Bewegung drin? Sie kommt, ja, ja. Ist jetzt schon bei der HMM gleich. Hast du dir gemerkt, was Triple E heißt? Ich kann es Nee. mir nicht merken. Ich habe es mir nicht gemerkt. Energy Efficiency, Economy of Scale und noch irgendwas. Ich wusste nicht, dass du eine Lernerfolgskontrolle machst, sonst hätte ich mir das gemerkt. Ja. Nee, Janne, also hast du eine Ahnung, wie lange die festsetzen? Nee, ne? Das kann von ein paar Stunden bis ein paar Tage alles sein, ne? Wir rechnen mal von Tagen, Ja. weil bis dahin jetzt schon Frage geklärt ist oder der Kapitän die Portokasse aufgemacht hat. Ja. Und dann ist die Frage, ob jetzt auf dem Sonntag auch wirklich alle entsprechend Verantwortlichen erreicht werden. Ja, wobei die Reedereien ja eigentlich auch immer ein Notfallteam haben. Ne? Ich wollte gerade sagen, die werden wahrscheinlich den Krisenstab aktiviert haben, wo immer der sitzen mag. Hm. Mal gucken. Tja. Ja, aber dann kriegen wir sie ja noch im schönen Abendlicht. Ne? Ja. Martin, bleib du mal drauf. Ich wechsle mal den Akku. Ich habe noch 30%, aber bis die dann gleich rauskommt. Mal gucken, ob ich das noch vor der Fähre hier schaffe. Ja. Ja. Da ist noch jede Menge. Ich stelle mich mal da vorne vor, dann kann da keiner reinrennen. Ja, schon unten Geht fast. schon? Jetzt Gib mal mal ganz her. kurz. Mhm. Ich finde die so
Nee, die Mini ist deutlich leiser. Also die hier macht schon ganz schön Radau, finde ich. Ja, andere Frequenz vielleicht. Jetzt muss ich allerdings warten, bis die abgefahren ist, die Fähre. Nee, ich bin noch nicht wieder. Ach so, du willst die Drohne auf dem Boden? Ja. Das wäre eine bodennahe Aufnahme, ne? Ja. Dirk, herzlich willkommen bei unserem Kanal, ein neues Fischmarktmitglied. Dankeschön. Ja, taking off, ja. Das stimmt. Ja, für die Polizei ja auch langweilig, ne? Die Ja. dümpeln da so rum, haben nichts zu tun. Ja, wenn wir jetzt Frikadellen für die Polizei hätten. Haben wir doch. Also wir hätten Frikadellen. 3 Stück haben wir noch. Kannst du mit der Drohne drüber sitzen? Tschüss! Wer war denn das eigentlich? Wer ist denn das eigentlich? Moin! Gibt's noch eine Durchsage auf der Fähre? Guck, und da kommt sie auch raus. Jetzt kannst du wieder auf die Drohne gehen. Just in time. Das ist ja Just in cool. time. Alles geplant. Also Gnolde mit der Frage, was ist das da hinten eigentlich für ein Schiffchen? Da können wir jetzt nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Definiere mal da hinten. Das Problem ist einfach, dass wir natürlich ständig Kameras wechseln und ich gar nicht weiß, wo du gerade bist. Oder zu welchem Zeitpunkt im Stream. Das ist Ja. ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, Stopp sagen jetzt. Naja, du hast ja eine Verzögerung da drin. Also wenn er Stopp sagt, bist du schon wieder woanders. CR Opa, ich danke dir vielmals für deinen Prime-Sub. Willkommen an Bord. Genauso wie Schnegge, auch an dich ein Dankeschön für das Prime. Jetzt kommt die schöne Milan Maersk daraus, Triple E-Klasse. Guck, damals konnten sie schon komplett überdachte Brücken bauen. Das kann Hapag-Lloyd bis heute nicht. Ja, man spart. Nicht? Das Geld kann man auch woanders einsetzen. Zum Beispiel im Pool. Nicht? Oder eine Waschmaschine. Oder so. Bei dir kommt schon der Schlepper raus. Der virtuelle Landwirt lässt auch 10 € da für das schöne Abendprogramm. Herzlichen Dank, virtueller Landwirt. Spielt den Mähdrescher-Simulator. Ja, schlecht Wetter gibt es da nicht, ne?
Jetzt geht's los. Schönes Schauspiel. Milan Maersk. Triple E-Klasse, 400 Meter lang. Richtig schönes Ding. 58 Meter breit. Genau genommen 399 Meter, aber Ach, das sehen wir nicht so Kleinigkeiten. genau. Kleinigkeiten. Oh, ganz schöner Apparat. Ja. Vor allem, wenn sie nicht so tief im Wasser liegen, finde ich das immer noch wuchtiger. Mhm. Ja, jetzt zum Beispiel hier schön auch mit der Elbphilharmonie im Bug. Ich glaube, so 2, 3 Fotos schieße ich mir auch mal eben Ja, schnell. mach doch mal. Wozu haben wir denn die Drohne, ne? Ja, mach doch. Ja, mach Kannst du doch ganz mal. in Ruhe. Komm, noch eine, schön. Aha. Oha. So richtig Verkehr hier. Wir haben auch irgendwie einen Überflug über uns. Da oben. Irgendwas fliegt da ganz, ganz weit oben. Nee, das ist Reiseflughöhe. Für die Drohne oder für das Flugzeug? Die Drohne. Wie hoch sie könnte. Könnte, theoretisch. Also ich habe mal irgendwie Tests gesehen, da haben die auf mehrere Kilometer hochgebracht. Oh. Theoretisch, ja. Ich hätte mal eine Entfernung gesehen, morgens auf 5,5 Kilometer. Ja, also gibt auf YouTube ein paar Videos, wo die Entfernungen testen. Ja, genau. Jetzt ein 360 von der Maersk. Someone fragt, ob man einen Drohnenführerschein braucht. Ich sag jetzt mal Jein. Oder ich sag mal besser Ja. Es ist auf jeden Fall besser, wenn du einen hast. Es gibt gewisse Konstellationen, da brauchst du keinen. Aber es ist in jedem Fall besser, wenn du einen hast. Oha. Nummer 4. Guck, vorne Schlepper macht auch schon los. Das geht wieder flotti Karotti.
Wer ist denn das jetzt? Bist du das? Ah, das ist Ben gerade. Ja. Nee. Die 400 Luft reichen. Schöne Bilder, Martin. Okay. Schön, schön, schön. Da ist auch die 96 wieder. Also der Himmel ist eigentlich auch gerade ziemlich cool, oder? Mhm. Den Sonnenstrahlen oben in der Ecke. Das ist ja wie im Kino, oder? Wahnsinn. Schön. Schon so ein bisschen. Ja. Auch Henrik kommt. Oh, dann kriegen wir noch ein bisschen Licht. Was für Bilder. Geht. Ja, ist ganz okay. Träumchen. Ich darf nicht wieder hingucken. Wieso? Weil du dann gleich wieder investieren musst? Ja, da kann man auch hinten schön die 2 Ruderblätter sehen, jetzt wo sie so weit aus dem Wasser raus ist. Ja. Das Kranfoto heute früh kam übrigens von mir. Ach, du warst das mit dem Kranfoto. Ach, Moin, grüß dich. ach ja, Sven. Oh, jetzt kriegt das auch wieder auf die Reihe. Wenn du die Belichtung korrigieren willst,
Nee, der ist Belicht. Hier kannst du dann quasi heller und dunkler machen. Na, das ist nur die Blende, aber dann bleibt die Belichtung gleich, weil der ja auf... Wenn man das eine Segelboot sieht, aber auch gerade ein bisschen mutig aus hinten, oder? Ah, nee, das. Siehst du? Ja, du, das fährt im Windschatten. Ne? Ja, stimmt. Das sah von hier aus, war die Perspektive so, als wenn der da zwischendurch fahren will. Na, guck mal, Brigitte kommt auch. Brigitte kommt zurück vom AIDA verabschieden. Sie fährt aber weiter, oder? Steigt nicht Ja. aus. Ja, schönes Ding. Ja, definitiv. Also ich mag die total, die Triple E. Ja, der Himmel ist schon ein bisschen cool, oder? Ja, oder? Also kann man mal machen. Das kann man mal machen, in der Tat. Ich glaube, jetzt ist definitiv erstmal ein bisschen Pause. Da kommt noch was Kleines. Und dann müssen wir gleich mal Bestandsaufnahme machen, was mit Cap San Diego Mhm. und... Bitte? Guckt ihr schon? Ich gehe mal kurz hier auf die 3 rüber, weil ich finde das Bild gerade ziemlich cool. Kann man mal machen, oder? Ja. Das sind jetzt 24 mm, ne? Ja. Mhm. Nice. Geh noch mal einmal kurz zurück, ich mache mal ein Foto. Mhm. Ich kann nur jetzt mit der LUT-Box dazwischen, kannst du das Fotobild nicht mehr zeigen. Ach so, okay, da. Naja, es sieht dann ganz Sagt er schlimm nein. aus. Mhm. Naja, so jetzt kannst du wieder auf die. Ups. So, jetzt passt es. Nee, das ist dann extrem bunt. Ja. Oh, bunt ist ja auch schön. So, einige sagen dann, juhu, Endlich bunt mal ist immer Farbe. gut. Ja. Dauert noch, ne? Das dauert noch. Ja, jetzt kommt erstmal die Party-Galosche. So, ich lande mal. Wo bin ich denn eigentlich gelandet? Wo bin ich denn? Warte mal. Da.
Bitte? Dass die Controller dranbleiben können, der größere Monitor schon allein die Fernbedienung. Wobei ich ja den kleinen, kompakteren auch ganz schick fand. Gut. Ben braucht unbedingt ein paar Fotos von der Koi. Was sagt denn der Chat? Martin, darf ich mal bitte einmal kurz da so hin? Die Katzenfreundin fragt, ob das die Maersk ist, die da ausläuft. Ja, das ist die Milan Maersk, die da gerade rausgeht. Von hinten kommt die Koi, Partyschiff, haben wir Mittwoch noch in, wie hieß das Ding da? Harburg gesehen. Ja. Ding da? Ernsthaft? Ich bin mir ganz Hamburger beleidigt. Ja. Ja, ist südlich der Elbe, Norditalien. Ne? Also, Wo kommst du weg? ich komme aus Bielefeld weg. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du weg? Da, ne? Ja. Genau, da liegt die ja immer quasi, wenn sie keinen Dienst hat, ne? Wenn keine Party ist. Und hinterher die Blankenese, unser Loveboat. Ja, Knut, mit Musik und YouTube, da bin ich mittlerweile entspannt. Im Zweifelsfall wird das einfach rausgeschnitten. Aber ansonsten passiert da nichts weiter. Ja. Mal einen Werder geschnappt. Was macht die Hardak denn da? Kirsten möchte vor allem wissen, wer da Sonntagabend noch Party macht, ob die alle nicht arbeiten müssen. Tja, das ist eine Ja. gute Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Ja, das sind halt die Leute, wo die Work-Life-Balance einfach mal stimmt. Wahrscheinlich. Nein, das sind wahrscheinlich die Leute, die noch so jung sind, dass sie sonntagsabends Party machen und nächsten Morgen um 7 auf der Matte stehen. Ja, da gehöre ich aber auch nicht mehr zu. Nee. Wobei ich heute Morgen erstaunlich fit war. Ja, mir ging es eigentlich auch ganz gut. Ein bisschen schwer im Ja. Kopf, aber ansonsten. Wenn André mit seinem Grappa nicht so genervt hätte. Ja. Ja, aber Ja, war doch ein runder Abend. Ja. Also ich glaube ganz ehrlich, bis die Cap San Diego hier ist, da müssen wir auch langsam ins Bett. Wir Ja, alten Männer. Das Wahrscheinlich dauert schon. noch so lange. Wann soll die denn festmachen? Also
Ich glaube, die soll erst um 22 Uhr festmachen oder so. Oha. Ich weiß nicht, könnt ihr das mal so... Ja doch, das kommt doch hin. Fest 22 Uhr. Also bis die hier ist, braucht die bestimmt noch eine Stunde. Wenn nicht sogar länger. Ja. Hinten mit dem Schlepper drehen, festmachen. Würde auch denken. Eine Stunde mindestens noch, bis sie hier ist. Da müssen noch einige One More Ship kommen. Kirsten sagt, Halunda soll gleich noch kommen. Ja, siehst du, wir hangeln uns hier von Schiff zu Schiff. One more ship. Ja, der Chat schreibt schon wieder, bitte bleiben, bitte bleiben. Aber die Express kriegt auch gerade ein schönes Licht. Montreal Express kommt vorher ja noch. Ist ja noch davor. Die Strahlstrahler sind. Mhm. Ach stimmt, Chris ist auf dem Halunda Jet. Da Chris. Ja, Christoph hilft auch beim Warten. Naja, immerhin noch 2800 Leute dabei. Aber man hat wieder krass gemerkt, AIDA durch, zack. 500 Zuschauer weg. Ja, gut. Wenn man für AIDA kommt, ne, und sonst mit dem Rest nicht so viel anfangen kann. Ja. Ja, Lunderjet kommt noch danach. Hinter der Kapsel Diego. Ja, der überholt die aber, oder? 36 Minuten, Kapsel Diego. Ja, wir haben also die Montreal Express ist noch vor Luesant. Die braucht noch. Kapsel Diego mit 9 Knoten. Aber Ben, lichtmäßig Also lichtmäßig. wäre das jetzt von Minute zu Minute besser. Ja, den müsst ihr mal ein bisschen Gas geben. Und meinetwegen kann die den erstmal vorne ein bisschen festmachen an der Start- und Landebahn und dann kommt sie rein, wenn das Licht richtig schön wird. Aber ich glaube, das sind Wünsche. Pagen Sand ist sie gerade. Ja, Sol und Cap San Diego haben sich begegnet. Oder sind sich begegnet schon. Birgit fragt, wo kann man sehen, wo die Schiffe sind. Da gibt es, also es gibt ein System, das nennt sich AIS, Automatic Information System. Das sind Signale, die die Schiffe aussenden. Und dann gibt es verschiedene Apps, wie zum Beispiel den Vessel Finder oder Marine Traffic gibt es. Gibt noch 2, 3 andere. Sind auch weitestgehend kostenlos. Kannst du entweder auf dem Rechner einfach aufrufen, Vessel Finder, oder du holst dir die App. Und dann kannst du immer gucken, wo sich denn gerade die Schiffe befinden. Möglicherweise auch die, auf die wir hier Ausschau halten, und dann könnt ihr uns quasi mit Live-Daten versorgen hier. Jens-Peter motiviert auch noch mal mit 5 verschenkten Mitgliedschaften. Danke. Sag mal, den Jungs geht's aber auch gut, oder? Hallo, hier sind wir. So, wir werden ein bisschen ignoriert. Wir werden komplett wegignoriert. Das wäre jetzt ein Moment gewesen. Ja, aber guck mal, du, der hat einfach nur einen Blick für Hamburg. Ne? Ja. Ich kann es ja irgendwo auch verstehen. Absolut. Aber ist dem da nicht vielleicht ein bisschen warm?
hat der denn alles an? Du, wenn das Filipinos sind, dann ist es von den Temperaturen jetzt gerade so, dass sie sich wohlfühlen. Ups. Hier ist noch eine Frage, warum ist der Buckelbug immer vorne nochmal als Symbol aufgemalt? Also dieser Buckelbug, den nennt man ja auch Wulstbug. Das ist ganz einfach dafür, dass wenn das Schiff so tief im Wasser liegt, dass man den nicht sieht, damit Schlepper zum Beispiel wissen, da vorne befindet sich nochmal ein sogenannter Wulstbug, damit die dann da nicht drüber fahren. Ne? Dann hier, da hatten wir letztens auch drüber gesprochen, hier sieht man mal die sogenannte Freibordmarke oder auch Plimsoll-Mark genannt. Bis dahin darf das Schiff beladen werden. Da sieht man zum Beispiel auch, in welchem Schiffsregister das Schiff klassifiziert wurde. LR ist, glaube ich, das Lloyd's Register. Und dann seht ihr da verschiedene Marken, also auf der rechten Seite. Die sind für unterschiedliches Wasser, weil das Schiff liegt ja zum Beispiel in Salzwasser nicht ganz so tief, hat da also weniger Tiefgang, als zum Beispiel in Süßwasser. Und deshalb gibt es unterschiedliche Lademarken, bis wohin das Schiff im Wasser liegen darf. Aber so wie das aussieht, ist das auch ein bisschen getrimmt, ne? Oder sehe ich das falsch? Ja, liegt hinten ein bisschen tiefer. Aber vielleicht kommt ja die 96 gleich nochmal zurück. Hansi ist da, schickt liebe Grüße. Moin Hansi, danke für die 5,99. Ja, Birgit, hau immer raus die Fragen. Manu schreibt auch, wunderschöner Sonntagabend. Vielen Dank Ja. für den Monat auf dem Fischmarkt. Geht schlechter, ne? Ja. Ja, lichtmäßig läuft das schon. Macht die Koi gerade Finkenwerder unsicher oder wo kommt das her? Das ist krass, oder? Man sieht die nicht, aber man hört sie. Ja. Nee, gegenüber ist nicht Blankenese, das ist der Elbstrand, das ist bei der Elbperle. Ja, Blankenese ist noch deutlich weiter hinter uns. Ah, okay, also die Koi, ich sehe das gerade hier, ist hinter der Start- und Landebahn. Ah, Aber kannst mal sehen, kann man wie kaum die noch erkennen ballert, bei ne? dem Licht. Ja, dann noch eine Frage von Birgit. Warum die Schiffe nicht vorwärts reinfahren und warum die gedreht werden. Ja, hier sieht man jetzt zum Beispiel mal ein Schiff vorwärts reinfahren. Kann auch sein, dass das gleich noch gedreht wird. Also das kommt immer ein bisschen drauf an. Die meisten Schiffe, die werden halt vorher gedreht und gehen dann rückwärts rein, um anzulegen. Ganz einfach, ja. Also man sieht es meistens, dass sie gedreht werden. Weil irgendwann müssen sie ja drehen, entweder wenn sie reinkommen oder wenn sie rausgehen. Ja. Und die gängige Praxis ist eigentlich, dass sie vorher drehen, damit sie dann beim Ablegen, haben sie es dann deutlich einfacher. Aber es kann auch sein, dass sie mal komplett vorwärts reingehen und dann erst beim Ablegen drehen. Hängt dann auch teilweise damit zusammen, was sie laden. Wenn zum Beispiel irgendwelche Sonderfracht
mit einem Kran von der Wasserseite aus geladen wird, dann muss das Schiff halt entsprechend richtig rumliegen. Und dann kann es halt auch schon mal sein, dass es dann nicht in dem üblichen Anlegeprozedere Aber es ist reinkommt. schon sehr, sehr selten, dass sie nicht hinterher in Abfahrtrichtung liegen. Ja, meistens parken sie in Fluchtrichtung. Ja. Carsten fragt, ob die Fähren Jetantriebe haben. Also die Bügeleisen, die wir hier meistens sehen, die haben, glaube ich, ganz normale Schottel, Propellergondeln, meine ich. Und kann das sein, dass die neuen Voigt Schneider haben? Also ich weiß, dass auf den neuen nochmal explizit geschult und gelernt wurde, damit zu fahren. Ich weiß nicht, ob die auch einen anderen Antrieb haben. Wo ist Niklas denn? Wenn man ihn braucht. Irgendjemand weiß das im Chat. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob Voigt Schneider beim Tidengewässer, wie wir das hier haben, so gut ist, weil teilweise ist es ja doch relativ niedrig. Ich weiß nicht, wie lang die Schwerter sind, die unten dran hängen. Ja, hier im Hintergrund jetzt der Elbstrand. Weiß das nicht jemand im Chat? Haben die neuen Voigt Schneider Antrieb oder? Also das hier ist eine ältere, das sind diese sogenannten Bügeleisen aufgrund der Bauform. Und die wir eben gesehen haben, die jetzt hier wegfährt, die Neuland, das ist eine von den neueren. Guck mal, MacGame sagt, laut Wiki haben die neuen tatsächlich Voigt Schneider. Aha, okay. Also, und wer sich unter Voigt Schneider, also diese Propellergondeln, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das sind halt, ja, das ist halt ein Propeller, den man um 360 Grad drehen kann. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und Voigt Schneider ist ein ganz interessantes Antriebskonzept. Das ist, im Prinzip ist es so eine Art, ja, so ein Teller. Und an diesem Teller sind so eine Art Messer angebracht. Und diese Messer, die kann man halt drehen. Und dadurch, dass man die Messer dreht und den Winkel verändert, kann man dann die Fahrtrichtung ändern. Also dieser Teller dreht sich immer um sich selbst und es wird dann quasi der, ja, sagt man, Anstellwinkel, also der Winkel von diesen Schwertern oder Messern, der wird geändert und dementsprechend geht der Schub dann in unterschiedliche Richtungen. Also von der Navigation her oder vom Fahren her sollen die wohl sehr, sehr gut sein, ne? Wenn man sich da erstmal einmal drin gewöhnt hat. Da ist aber auch nichts zu sehen da hinten. Machen wir mal ein bisschen Werbung für unseren WhatsApp-Kanal. Wenn ihr eine Nachricht haben wollt, kurz bevor der nächste Livestream ansteht, dann könnt ihr den WhatsApp-Kanal abonnieren. Denn so ganz genau können wir teilweise auch nicht planen, wann das losgeht. Heute ja auch früher gestartet als eigentlich ursprünglich geplant. Die Schiffe richten sich selten nach uns. Ja, also wenn ihr das irgendwann geschafft habt, dann Respekt. Das wäre was, ja. Ne? Das stimmt. Ein- und auslaufen nur noch bei bestem Licht. Ja, ich glaube, Fähre fahren macht heute bestimmt auch Spaß. Ja,
bisschen Fahrtwind. Also jetzt knallt die Sonne auch richtig, da habe ich Ja. ja überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte auch, dass es zumindest bewölkt wäre hier heute Abend. Nee, es Aber klart das ist ja alles auf, ne? lichtmäßig gerade. Der Planet glüht ganz gut da oben. Creme dich ein, hat sie gesagt. Ja. Ich sagte, brauche ich nicht. Sie sagt, doch, mach das. Ich sage, okay, weil du es bist. Sie Und? hat Recht behalten. Recht hat sie gehabt, ne? Ja. Ja. Kirsten hat mich auch eingecremt. Also hier, du musst. Ja, ist ja nur ein bisschen bewölkt und nur ganz wenig Sonne brauchen. Ja, mach mal. Naja. So ist das. Guck mal, Ne? Kaya Josephine ist unterwegs aus Richtung Landungsbrücken. Ja, das ist doch nochmal ein schönes Schiff. Ja. Ja, die Fensterscheibe da vorne bei dem Hochhaus, die wirft auch so einen richtigen Lichtkegel ins Wasser hier. Boah, der glüht aber auch. Wie so ein Leuchtturm. Ja. Ja, die AIDA ist schon weg, Marens. Tut mir leid. Musst du mal ein bisschen zurückspulen. Das könnte doch schon Kaya Josephine sein. Oh, ich muss mal einen Akku wechseln. Mhm. Hallo, moin. Ist sie schon in Sicht? Ja. Also ich glaube, dass sie das da ist. Jetzt bei der Neulandfähre. Das wissen wir doch gleich ganz genau. Oh, die Sonne, die ballert jetzt aber richtig da in dem Hochhaus. Das ist ja quasi über Bande gespielt. Ja, du kriegst es im Prinzip von vorne über die Glasfenster hier. Das blendet ganz schön. Und von hinten wird es heiß. So, und Kaya Josephine ist gerade Höhe Dockland. Ja, ja, das müsste die sein. Und die hat auch ganz gut Ja. Feuer. Nee, Panja, die Evergreen braucht so lange, bis die hier ist. Kann man denn den Halunderjet schon sehen? Nee, ne? Naja. Also die Valentina wird übrigens gerade gedreht hier im Vorhafen. Ah, ja, dann ist die vorwärts rein und Ja, die kleineren Schiffe können sie ja, Parkhafen. ja im ist Parkhafen, es. Entschuldigung. Ja. Die kleineren Schiffe können sie ja da drin drehen, die müssen sie nicht auf der Elbe drehen. Ich weiß gar nicht, ist heute die Crew von der Kaya Josephine im Chat? Die sind ja ab und zu mal dabei, aber ich glaube, die haben ja auch unterschiedliche Crews.
mal, die sind Halunderjet, Sophia Soraya sind jetzt alle erst grauer Ort. Brauchen noch 1,5 Stunden, bis sie hier sind. Ich glaube, das wird alles nichts mehr. Das zieht sich so in die Länge. Ja, Cap es ist San schon, Diego braucht dann bestimmt noch 2 Stunden. ja, die dümpelt da hinten auch irgendwie voll Lühe Sand noch rum. Ja, ja, die gibt auch nicht richtig Schub. Ja, ist alles noch recht weit weg, ne? Wenn das irgendwie alles so kurz vor Airbus wäre, dann wäre das was anderes. Bitte? Seid ihr gerade live? Wir sind live, ja. Ja, ich komme extra aus Essen. Ich bin Hamburg Hafen Live-Fan. Ah, das ist schön. Ja. Schön. Bist du jetzt zu Besuch in... Ich bin jetzt Besuch hier in Hamburg. Morgen geht's ins Biathlon-Wunderland. Ach, cool. Ja, Schön. mit VIP-Ticket. Ach, cool. Ich dachte, ich fahre extra mal her. Und Ja, schau, ist was doch ich schön. meinte. Ja. Ja, das meiste ist schon durch an Schiffen. Ist halt schade um das Licht. Ja, ja. Also es könnte heute Abend noch mal richtig schön werden. Aber wenn die in 2 Stunden erst da sind, dann ist das Licht eigentlich auch ziemlich, ja, wobei dann kriegst du in der Dämmerung. Aber wir können ja nicht 2 Stunden Ferien an- und ablegen zeigen. Also könnten wir das schon, aber Da sind die Zuschauer anderer Meinung. Du, aber ganz ehrlich, bei dem schönen Wetter nach Hause fahren ist auch irgendwie blöd, ne? ja. Also, wir sind so viele nette Menschen hier auf dem Anleger. Autobahn ist bestimmt auch voll. Autobahn ist voll, Köbrandbrücke gesperrt. am Morgen Regen. Ja. Ja, Sophia Soraya ein bisschen mit der Drohne noch mitnehmen, oder? Kaya Josephine, kannst du machen? Willst du noch eine Runde fliegen? Ja, könnte ich eigentlich mal machen, ne? Ja, mach doch. Wo ist denn Hau die rein. Kabel? Hier ist die Kabel. Oh, ich kann mich ja langsam fertig machen, bis die hier ist. Also ich habe ja nur so ein bisschen Weitwinkel Ja, du musst nur immer so ein bisschen gucken. mit der Fähre, Mit der ne? Fähre, ne? Ja. Ja, Bremse funktioniert. Hervorragend. Bitte nochmal den Klingeltest. Komm. Da brauchst du keine Klingel. Die ist ja automatisch. Feedback einfach kennen lassen. Ja, wir machen noch ein bisschen. Wir machen noch ein bisschen. Da müssen wir aber noch ein bisschen Werbung für unsere neuen Flaggen machen. Wir haben noch keine Hamburg Hafen Live Flagge. Jetzt im Shop. Die gelben sind vorrätig, die petrolfarbenen leider ausverkauft. Könnt ihr aber trotzdem bestellen. Sie sind einfach traumhaft schön.
Guck mal, jetzt sieht man auch mal sehr schön vorne den Doppelbug. So, ich würde die Kabel nehmen. Hier die Kabel. Ah, die Kabel. Katzenfreundin fragt nach dem Shop-Link. Vielleicht können wir den einmal kurz reinposten. Hast du schon ein Bild? Weil ich habe jetzt hier den Dalben. Ja, ich habe ein Bild. Du bist im Fotomodus noch. Oh, ich habe kein Bild. Entschuldigen Sie bitte. So, ich hätte ein Bild. Ja. Tipptopp. Na, jetzt hast du aber Platz zum Fliegen. Hier ist weit und breit keiner außer Kaya Josephine. Ich bin schon auf dem Weg. Du. Fred aus Holland. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Danke für die Mitgliedschaft. Der Tanz ums Kabel, ne? Ja. Katzenfreundin, nein, täglich sind wir nicht live, aber schon sehr häufig und immer ein bisschen abhängig von Wetter und Schiffsverkehr. Na, das sieht doch ganz gut aus. Ich finde auch. Das Bild kann sich sehen lassen. Britta, die hat Kupfererz geladen, beziehungsweise jetzt hat sie, glaube ich, nichts geladen. Die holt Kupfererz in Brunsbüttel ab und bringt das zu Aurubis. 2 Schiffe gibt es da, die Kaya Josephine und die Sophia Soraya. Und die pendeln die ganze Zeit eigentlich hin und her. Immer Brunsbüttel, Hamburg, hin und her. Das sind ganz interessante Schiffe, die sehen so erstmal sehr unscheinbar aus, aber haben eine interessante Bauform, hat man ja eben gesehen, vorne dieser Doppelbug. Und sie hat 4 Propellergondeln, also 2 vorne, 2 hinten, dadurch auch sehr, sehr wendig. Tja, da fährt sie dahin. Also das Licht kann was heute. Echt cool. Ja, ist ganz hübsch, oder? Und da kommt die nächste Fähre angeschippert. Wir machen heute hier noch ein bisschen Fernverkehr. Da hinten sehen wir noch die Meers, da ist auch noch ein Fischkutter. Fischkutter hast du auch noch? Ja, hinten vor der Maersk. Ja.
Ja, eine Equipmentliste haben wir auch. Können wir gleich mal posten im Chat. Tom, hinter mir gibt es keinen richtigen Parkplatz. Hier ist nur so ein Wendehammer. Da sind so 3, 4 Plätze, wo man parken kann. Aber ein richtiger Parkplatz in dem Sinne, den gibt es hier nicht. Und diese schönen Bilder werden euch präsentiert von Patricks kleiner Drohne. Drohnenpilot Ben. Ja, ich meine, wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen, ne? So ein bisschen. Ja, nun, aber noch vergnügen wir uns ja hier. Siehst du, und schon geht das hier Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. Ja. Alsterliebe und Elbverkehr, du, ich sag dir das. Ja, Uwe, Drohnenlandung auf der Elbe, das wäre doch pure Unterhaltung. Du, das ist überhaupt kein Thema. Dann hauen wir eine ordentliche Spende raus. Ja, dann machen wir das. In Höhe von einer neuen Drohne. Und dann landen wir die zu deiner Unterhaltung direkt auf der Elbe. Ja, Tele haben wir dabei, das kriegen wir gut eingefangen. Ist das Geld schon da? Kann ich rüberfliegen? Nee, ist noch nichts eingegangen. Ich muss erst mal gucken, was ich noch zu trinken habe. Marc, ich kann dir nichts sagen zu, warum es keine Fähre ab Rothenburgs Ort gibt oder ob es da Planung gibt. Die Gründe kenne ich auch nicht. Wieso, weshalb, warum. Oh, da fährt sie wieder dahin. Fiete, moin. Liebe Grüße an die Seemannsmission.
Ja, Andi, wenn du auf die Rigmas warten willst, Oha, das könnte aber dauern. das könnte ein bisschen dauern. Hast du Zeit mitgebracht? 24 Jahre Stream. Ich glaube, da musst du erstmal Segel bauen. Du. An den Rahn hängt, glaube ich, nichts mehr dran. Stimmt. Auch nicht ein paar Dekosegel. Nicht mal das. Ja, da kommt erstmal die Montreal Express. Gleich noch. Die Koi kommt da hinten auch. Was ist das denn eigentlich, was ich hier im Bild habe? Also eventuell ein Sensorfleck sonst. Der Sensorfleck hat einen schönen Aufbau, ja. Aha. Wer ist das denn? Hast du gerade noch Wesselfinder auf? Der hier? Ebba könnte das sein, ja. Das könnte die Ebba sein, ja. Ebba 22, 50 Meter lang. Kleiner Tanker. Wie schön glatt die Elbe gerade ist, ne? Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Was sagt denn eigentlich hier mein Akku? Ja, du, dann nehmen wir die Ebba doch mit, ne? Ja. Hau rein, Drohnenpilot. Muss er erstmal senken oder sinken, da so klein wie die ist. Gucken, Ich wo darf nicht so bin. viel Drohnenakkus mit der Powerstation laden. Geht das so in die Knie? Ja, die ziehen schon ganz gut. Ich habe die jetzt an die andere Powerbank mit dran gehangen. Mhm. Ja, dann warten wir hier mal. Fangen wir sie mal ab. Da ist so ein kleiner Segler mit im Weg. Das sieht schon cool aus mit dem Segler, direkt da Ja. in der Sonnenfläche, Ja. unten im Wasser, in der Sonnenspiegelung. Nice. Hefi, vielen Dank für deinen Prime Sub. 12 Monate schon dabei, ein Jahr. Glückwunsch zum Jubiläum.
Jetzt gibt es gleich erstmal ein bisschen Mucke hier auf die Ohren. Und ich glaube, die Montreal Express sehen wir schon im Hintergrund. Aida Sol hat auf dem AIS ein Rettungsboot vergessen. Ja, manchmal sieht man das. Also die AIS-Signale, die bleiben ja immer noch eine Zeit lang erhalten. Und Aida Sol hatte wohl das AIS auf dem Rettungsboot an. Jetzt liegt noch ein Aida Sol Rescue in Steinwerder. Denken wir, ja. Aber da steht ja auch meistens bei, wie alt das Signal ist, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange die halten, die AIS-Signale. Kleiner Segler von oben, wenn ihr Bock drauf habt. Ist aber auch gleich durch. Steffi aus OWL ist da. Sei Möwe und scheiß drauf. Auch schon ein Jahr bei Twitch dabei. Dankeschön, meine Liebe. So, ich muss mal den Akku wechseln, glaube ich. So Ja, langsam. Ich übernehme mal hier das Bild. Im Hamburg-Journal lief gerade ein Bericht über den Unfall mit dem Auslauf. Das Schiff hat nun Auslaufverbot. Guckt Hamburg Hafen Live, da erfahrt ihr es eher. Ja, wir hatten es doch schon. Sollst du noch einen News-Kanal aufmachen? Ja. Da musst du aber immer die Infos liefern. Von mir aus. Alles eine Frage des Geldes. Ja. Ich hab's Wieso? geahnt. Du darfst dabei sein. Das ist doch auch schon Ehre und Anerkennung. So, dann starte ich noch mal schnell Mhm. und mach noch mal hier die Koi. Oh. Wunderschön. Rakete unterwegs. So, habe ich jetzt ein Bild? Ja, jetzt bin ich drauf. Oh, schöne Musik. Robert Miles. Die ist aber auch nicht langsam. Nee. Aber die müssen die Leute mit dem Hörsturz schnell zurückbringen, ne? Jawohl. Die dreht seine Kreise über den Party-People hier.
Ja, ist gut, wenn wir eine Drohne haben mit ein bisschen Power, ne? Oh, übernimm du mal. Ich übernehme. Jupp. Obwohl, jetzt hatte ich sie auch gerade wieder, aber alles gut. Soll ich nochmal rübergehen auf dich? Bitte? Soll ich noch mal Warte rüber? Noch nicht. Jetzt habe ich wieder ein Bild. Auf 3, ne? Auf 3, ja. Wenn man ein bisschen was zu fliegen hat, dann geht die Zeit auch besser rum. Also wir Wir brauchen brauchen eine Schiffe. Beschäftigung. Ja, schon eine Wahnsinnsanlage, ne? Das Rums Ja. bis hier. Also die hörst du von Wedel bis zu den Landungsbrücken. Das wäre was für Brigitte. Nee, das Pfeifen muss man nicht noch verstärken. Ja. Mein Hund und ich schickt nochmal 10 Schweizer Franken für Getränke nach dem Stream. Herzlichen Dank. Danke, danke. Geh mal auf dein Bild. Das ist gerade super mit der Elbphilharmonie. Ja, da ist die Koi noch mal kurz auf Inspektionsfahrt, ne? Ob die Ölsperren noch halten. Ja. Hier gibt es noch ein bisschen Fähren-Action. Müsste die 2 sein, ne? Ja. Ich glaube, ich sehe den Halunda-Jet. Oh! The next big thing. Ja, das passt. Also ich weiß nicht, ob das kleine hinten links der Halunda-Jet ist. Könnte sein, oder? Quasi hinter dem Fischkutter. Ja. Und der Schlepper, der zurückkommt, ist das vielleicht die 96? Ah, sehr schön.
noch eine Fähre. Können wir fast drauf bleiben, ne? Ansonsten habe ich noch was Kleines hier. Mal den durchwinken. Hast du den Chat im Blick, Ben? Ich könnte ja mal, ne? Ich habe hier gerade auf dein Bild geguckt und war so fasziniert. Alles gut. So, man sagt hier, Cap San Diego ist auch schon zu sehen. Ja, wahrscheinlich auch eher wie so ein Sensorfleck. Hack. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, oder? Aus der Und- Nummer kommen wir nicht raus mit der Cap San Diego. Und laut AIS soll der Holländer noch recht weit weg sein, aber der ist ja auch nicht wirklich dicht dran. Also von daher, ja, aber der ist ja schnell. Ja. Holländer und Cap San Diego wedel vorbei. Bist du auf der Drohne oder auf welchem Nee. Bild? Nee, warte mal noch. Ist noch Sonnenuntergangsstimmung. Nice. Jetzt kannst du noch mal auf die Drohne. Machen wir mal Planespotting. Aus anderer Perspektive. Ja. Jetzt nachher. Ja, schalt mal wieder um. Wir warten auf den Schlepper. Ja, das hat nicht Und daneben gibt es noch einen kleinen Fischkutter. Ist ja niedlich. Der könnte ihn doch auch an den Haken nehmen, dann kommt er ein bisschen schneller nach Hause. Ja, ne, da könnten die einfach mal so ein bisschen. Was denn? Was mit denen? Ah, okay. Achso, ja, was haben die denn da gemacht? Achso, die haben die eine eben reingebracht. Ah ja, okay. Stimmt. Das ist auch hübsch. Hm? Das war auch hübsch. Das, ne? Mhm. Jetzt. Montreal Express ist auch schon zu sehen. Aber der Himmel ist natürlich Granate, ne? Kann man machen. Jo. Oh, ich hätte. Aber das ist auch gerade schön. Das lassen wir mal ein bisschen stehen, glaube ich. Flau. Ja, ist recht diesig, ne? Mhm. Hohe Luftfeuchtigkeit in der Luft. Solange der Akku noch hält. Stunde noch. Oh, nice. Hübsch. Ich muss aber zurückkommen. Ich komme sonst zu nah an Finkenwerder. Nicht gut. Powerslide. Aber im Rückwärtsflug kommt das auch gut.
schönes Das ist ja Spielzeug. noch Wasserplatz. Ja, du Patti nach hinten hast Platz, das Gate kommt noch Habe ich nicht. Platz nach hinten? Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ganz klein, noch 1 Meter. Kann man machen, ne? Kann man machen. Ach, die sind da hinten. Ist raus. Ich gucke. Ein bisschen Express. Ja, siehst du, also wir hangeln uns hier von Schiff Ja, zu Schiff. als nächstes die 96. Ist noch jemand im Chat da? Haben wir noch Zuschauer? Ja, oder? doch, da ist noch was los, doch. Ich, Wir haben noch 1860, die hier mit uns tapfer durchhalten auf YouTube und 771 auf Twitch. sehr gut. Wir sind nicht alleine. Sehr gut. Schön, dass ihr dabei seid. Sonntagabend, Primetime, bestes Wetter in Hamburg. Wir warten jetzt noch auf die 96. Von der 95 hatten wir heute schon die Schleppercam, wer es nicht gesehen hat. Sensationelle Bilder. Also wirklich ganz weit vorne. Drohnenpilot Ben. Ja, 2 Drohnen hatten wir im Stream. Martin hatten wir an der Kamera. ja der hat Und das gut Regie. gemacht. Mit Regie, Ja. genau. Dankeschön. Guck mal, jetzt wechseln wir die Perspektive. Schwenk mal. Meinst du, wir nehmen den mit? Kommen wir da hin? Natürlich nehmen wir den mit. Ich habe ihn auch. Ich finde den hier gar nicht. Ich habe ihn auf der Du hast 3. ihn? Ja, dann, das ist doch besser. Das ist die Lufthansa nach München. Liegt mal hinterher, Paddy. Ja, Bis München. Ich will die Landung haben. So, Cap Santiago bei Wedel, aber da waren wir doch gerade eben schon. Ich dachte, da ist die schon durch. Wedel muss so riesig sein. Ja, Kennst du das nicht? Die Metropole Wedel. 1 Stunde zum Essen abwesend und wir sind immer noch da. Ja, na, wir nehmen unseren Job ja ernst hier, nicht? So, Jetzt nicht mehr. Ja, die guckten aber gerade ein bisschen sparsam. Also ich hoffe, wir haben da jetzt nichts angerichtet. Letztendlich nicht unsere Entscheidung, ne? Ja, also wenn du aussteigen willst, dann musst du normalerweise zur Abendstunde klingeln. Ja. Ja, Bin Da auch schon war mal einer- weitergefahren. da war einer mit dem Fotoapparat und eine ältere Dame und die beiden guckten sich jetzt gerade etwas fragend an. Ups, haben Sie nicht gedrückt? nee, offensichtlich nicht. Oh, Ärgerlich. Martin hat gewunken und die Fähre hat gesagt, ich fahre weiter. Das ist doch bekannt. Geschlossene Gesellschaft heute auf dem Träger. Na, wechselt da der Lotse bei der Wenn Express. wir jetzt nur eine Station bezahlt haben, 2 Fahren. Blöd. Obwohl, Preis-Leistung ist doch wieder gut. Wie kommen wir denn wieder zurück? jetzt kommt erstmal die 96. Soll ich mal auf die 96 rüberschwenken? Da wollen wir mal langsam, ne? Die ist ja gleich nebenan noch Fischkutter und guck mal, auch in voller Pracht. Herrlich. Was für ein schöner Schlepper, du. Herrlich. Cap Santiago kann man schon sehen. Also ich kann überhaupt nichts vom Chat sehen. Willst du haben? Ja, ich muss mal hier mit hin. Also Ben ignoriert den Chat komplett. Kann ich nachvollziehen.
Warte mal, ich kann mir auch den Chat hier raufholen. So, jetzt habe ich den auch hier auf dem iPad. Kann ich ein bisschen mit drauf luschern. Ja, das ist auch besser. Ich habe das nicht so drauf mit dem Chat hier. Chat lesen, Ja. Bilder, alles gleichzeitig. Ich fühle da voll mit dir. Mein System gibt das nicht her. Da waren wir wieder bei den Multitasking-Dingen. Multi was? Ja, Multi irgendwas. Multikulti-Tasking. Ich kenne Multivitamin, das schmeckt auch gut. Oh, da hinten ist die Cup, ne? Kann das sein? Kann das sein? Ja, ja, die kommt da hinten. Die kommt. Aber erstmal kommt was anderes. Jetzt kommt erstmal die 96. Ich bin begeistert. Ja. Und die Fifi-Anlage. Das ist auch ein schönes Bild. Auch nicht so schlecht. Wechselst du ab und zu auch die Kameras? Du hast das im Blick mit der Regie? Nö. Aber jetzt bist du drauf. Ich dachte, Martin macht Regie. Ach so. Ja, das ist eben gar nicht so. Bitte löschen Sie jetzt. Also die Kommunikation müssen wir noch ein bisschen tüfteln, ne? Jo, Aber dann klappt das. 30 Sekunden warten und dann geht er durch. das läuft. Ja, kommt rein, Jungs, wir haben noch 3 Frikadellen. Setzt er schon zur Drehung an hier? Ja, wenn gedreht wird, ist natürlich von oben schöner. Nee, die Jungs wollen nach Hause. Langer Job, Feierabend. Ja, so ist das. Ne? Eigentlich wolltest du essen gehen, jetzt gibt es Frikadellen an Ansprache hier. Aber das macht doch noch mehr Hunger. Dann legen wir los. Wir sind ja noch ein bisschen da, habe ich das Gefühl. Wir warten ja auf eine Captain Tanja macht erstmal eine Umfrage, wer eigentlich von Anfang an dabei war. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Also ich war auf jeden Fall von Anfang an dabei. Ich auch. Ja, ich kam dazu. Ja, Bastian, die Jungs vom Fairplay, die möchten einfach nach Hause. Ne? Kann Ich denke verstehen. auch. Das muss ja auch nicht jedes Mal Vollgas sein. Nein, es muss noch ein bisschen was Besonderes bleiben. Oha, jetzt geht's hier los. Ja. Ich. Guck mal hier, da stehen sie, die Verrückten. Ah, guten Tag. Moin. Oh. Aber jetzt kommt uns die Fähre da, glaube ich, schön ins Bild.
Bleib mal noch auf der Drohne. Müsste da jetzt richtig schön ins Bild fahren. Ein sogenannter Eye-Catcher. Ein Farbklecks. Ja. Ich möchte doch aus Versehen hier aussteigen. Dass das die anderen beiden nicht sind von ihm. Ja, die sind ja wahrscheinlich Dockland raus und dann gehst du wieder zurück, ne? Der Mecker. Ja, ich kann doch da auch nichts für. Das ist wie beim Busfahren. Auf eine Klingel drücken. Genau. Oh, da kommt ein großes Schiff. Ja, also waren doch einige, die von Anfang an mit dabei Einige, waren. ne? Ja. Ja. Das müsste jetzt die Montreal Express sein, oder? Ja. Ja. Das war schön stumpf. Egal. Wir müssen mal Martin sehen, wie er hier die Regie macht. Martin braucht einen eigenen Regiemonitor. Ah, für die besten Zuschauer macht man ja auch gerne mal eine Überstunde, ne? Ja, absolut. Bernd haut noch 5 Euro raus. Super Stream, sagt er, fahren auch bald mit dem Halunderjet nach Helgoland. Immer schön, wenn Ben dabei ist. Na, Viele danke. Grüße auch an ihn aus Neckarsulm. Ja, danke schön. Und Jürgen ist seit 18 Monaten dabei. Auch von Beginn an. Jürgen, danke für 18 Monate. Ich glaube, da vorne ist einer zu sehen, ne? Ja, Details, Details, Details. Bisschen heller, ne? Nee, ISO geht hoch, wir müssen den Filter gleich mal runterdrehen. Geh mal kurz auf die Drohne, dann kann ich den Filter mal. Ja. Soll ich den Filter runternehmen? Nee, nicht runter, nur aufmachen. Ach so. Runter können wir später machen. Jetzt geht's wieder, jetzt kannst du wieder drauf. Guck grad mal, hinten ist aber nichts mehr los, ne? Der Powerschwenk hier. Vielleicht entdecken wir hier jemanden auf der Brücke. Ah, schön. Oh, schalt mal um. Wohin? Ich habe
das Schiff gerade zwischen mir. Na, jetzt geht's wieder. Ja. Ich habe gerade Aber wir haben hier etwas. schon den Halunder am Werkeln. Naja. Der kommt schon langsam rein. Ja, bei mir läuft es jetzt aber wieder. Das Signal ist wieder da. Sehr schön. Okay. Warst du im Signalschatten? Genau zwischen Schiff Naja. und... Hier ist ja doch weniger breit. Ah, Assistenz. Okay. Oh, das von oben, das ist ja auch geil. Nice. Mhm. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Bleibst du auf der Montreal, dann gehe ich auf den Halunder Jet. Leon haut noch mal eine Mitgliedschaft raus. Leon, Dankeschön. Manuela auch noch mal 2 Euro Superchat. Ihr seid einfach sensationell. Der Nordlicht, 10 Euro Superchat. Heute auch von Anfang an dabei. Die Wäsche steckt so lange fertig in der Maschine und kann nicht raus. Oh je, oh je. Oh je. Und Dunja und Manu, Helgoland Love, sind auch seit 18 Monaten dabei. Ja, Helgoland Love sagt es schon, dass ihr den Halunderjet mögt. Das ist irgendwie klar. Oh Mann, die Cap San Diego kommt immer näher. Ein Pub, so eine Letzte Frikadelle? Ja, los. Finger sauber machen? Danke. Gerne. Dafür habe ich eine Hose. Ach so, hättest du es nicht gesagt, hätte es keiner gewusst. Ich muss mal gucken, ob wir hier. Das läuft. Ist der Stream noch da? Gerade irgendwie ein kleines. Also Stream ist noch da, ne? Nur der Rechner ist gerade weg. Alles gut. Steht noch nicht. Nee, nee. Naja, jetzt habe ich ihn wieder. Aber Stream war noch da. Limbo. Ja, kann ich nicht. So, jetzt kommt der Halunderjet übrigens. Martin.
Läuft, ne? Ich wäre drauf. Wobei das Bild von Paddy ist auch Irgendwo schön. winkt doch der Chris. Den müsst ihr jetzt mal nehmen mit der großen Kamera. Da winkt er. Ich bin auf der falschen Seite. Weiter rechts. Weiter rechts. Hoch, hoch. Ja, da ist er doch. Ah, So, jetzt kannst du wieder auf die Drohne. Schönes Fahrwasser. Und ich muss gleich landen. ich hätte einen vollen Akku. Aber das können wir mit der Cup dann machen. Nimmst du? Ich hab noch den. Achso, du musst noch warten, okay. Ja, noch ein Teil. Ja, Schmied, also wir haben Autofokus so. Bei uns läuft's. Ah, die fährt vorbei, die Fähre. Sehr gut. Ja, wenn ihr Hamburg Hafen Live Flaggen habt, dann Achtung, ich und ihr komme fahrt, runter. Achtung, einmal, ich komme runter hier. dann könnt ihr die Flaggen Vorsicht. natürlich gerne über die Bordwand hängen. Dann sehen wir euch auch besser. Oh, Welle. Schön. Oh. Micha haut auch noch eine Mitgliedschaft raus. Micha, Dankeschön. Thorsten, 16 Monate auf dem Fischmarkt. Vielen Dank für die Unterhaltung. Dann haben wir Wow. Rolly Jumper, 15 Monate. Nein, wir wollen sie nicht stoppen lassen. Super Stream, danke, danke. Ursi ist auch seit 20 Monaten da. Sagt danke, dass wir bis zur Cup San Diego streamen. Ja, die kommt jetzt als nächstes. Die kommt langsam in Sichtweite. Und Joe Röhl, auch seit 17 Monaten dabei. Meine Wäsche. Glück auf, ja. Thronwanderung. Oder werden sie flügge? Ja, da kommt die Cup siehst du. San Diego. Dann einmal die Fähre durchlassen und dann geht das Ja. weiter hier. Siehst du wohl. Ist doch top. Och. Wer hätte das gedacht, dass wir so lange durchhalten? Aber irgendwie auch wieder ein schöner Abend. Ja, schöne Bugwelle im Übrigen. Ne, eingefangen hier von unserem Bugwellenexperten. Wer weiß, Man könnte ob da auch eine sagen, Welle Martin kommt. macht Mach mal Welle. die Drohne hoch. Und Andreas Wilhelm ist auch seit 23 Monaten dabei.
Mensch, danke, dass ihr alle immer wieder die Mitgliedschaft verlängert. Also wirklich danke, danke, danke. Ihr glaubt gar nicht, was das für uns bedeutet, dass einige schon so lange dabei sind. Und das ist echt, also gerade halt die ganzen Mitgliedschaften und die Subs, muss ich mal sagen. Damit unterstützt ihr den Kanal wirklich ungemein. Also wenn ihr sagt, jeden Monat einen kleinen Obolus ins Sparschwein, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich, damit wir auch wirklich hier das in der Form machen können. Danke, danke ihr Lieben. Ja, natürlich sind wir noch da. Ja, Wir haben ja noch Programm. Wir haben ja noch eine Cap San Diego. Die habt ihr euch gewünscht, wir liefern. Reha sagt, wir wollen Thomas vom Fluggesellschaft Konkurrenz machen. Ja, die Planespotter, die lachen immer über unsere Streamlängen. Ja, die beiden, die sich vorhin verfahren haben, die sind jetzt auch da. Kopf einziehen. Ich fahr's nicht. Daniel lässt auch noch mal 2,49 da. Danke, Daniel. Grüße zurück nach Dresden. André schickt auch noch mal 1000 Dank. 17 Monate. Herzlichen Dank. Und 2 Schweizer Franken. Jörg für die Devisenkasse. Danke. Ja, Sebastian, haben wir mitbekommen, dass da noch die Grande Benin kommt. Ich weiß aber nicht, ob wir die noch mitnehmen. Wir gucken jetzt erstmal hier auf die Cap San Diego, würde ich sagen, oder? Ja, das ist, glaube ich, auch erstmal Und wichtig. dann schauen wir weiter. Ich starte jetzt erstmal, damit wir das Ding in der Luft haben. Nicht, dass wieder eine Fähre kommt. Vorsicht einmal, Sven. Ach Mist, ich muss noch mal runterkommen. Vorsicht, Sven. Der falsche ND-Filter ist noch drauf. Ja, es wird zu dunkel. Einmal mit Profis, ja. Hältst du mal ganz Aber kurz, Ben? selbstverständlich halte ich das. Rotoren laufen lassen, ja, ja, genau. So im Flug kurz. Ich kann ja auch so auf 1 Meter Höhe dann wechseln. Ja, war sie Genau. schon. Wollen wir das mal mit der Stream packen? Bitte? Wollen wir das mal in den Stream packen? Zeig mir der Kleine mal eben auf die Kinder. Wie Paddy den Filter wechselt. Nee, das ist. Ja, nee, das ist nur. Ja, ein bisschen kleiner Motor. So. Weiter geht's. Jo, viel Spaß. Ja, so sieht das besser aus. Hast du überhaupt einen drauf? Ja, einen ganz schwachen jetzt nur noch. Ich kann ja separat fliegen, ne? Ja, Mich klar. brauchst Klar. du, glaube ich, auch nicht, ne? Nö, du kannst auch das Kabel. Kannst ein paar schöne Fotos machen. Bibi Ocean, 20 Monate dabei. Schreibt nochmal alles Liebe zum Geburtstag, Mama. Haben wir denn Geburtstagskinder? Wir haben noch gar kein Geburtstagshorn heute rausgehauen. Mensch, was ist das denn? Ich sag mal Happy Birthday, alle, die heute Geburtstag haben. Ihr Lieben. Ja, Lotse an der Cap San Diego. Guido lässt 2 Euro da und schreibt, wollte einmal eine Dauerkarte lösen. Guido, bekommst du Dauerkarte. Dauerkarte klingt gut. Aber ich glaube, jetzt habe ich ins Horn gesabbelt, oder? Da kommt sie, die Cap San Diego. Komm, Ben, gib's zu. Du hättest den ND-Filter jetzt vergessen, wenn ich es nicht vorgemacht hätte.
Das kann ich doch jetzt nicht Jetzt zugeben. wechselt er nämlich auch. Hier ganz professionell erstmal ND-Filter wechseln. Ich habe dran gedacht. Ute, ganz lieben Dank auch nochmal für die 2 Euro. Dankeschön. Ja, dahinter kommt noch so ein Roro-Ding. Gar nicht weit hinter der Cap San Diego. Ja, lichtmäßig hätte das natürlich noch ein bisschen besser sein können jetzt. Aber immerhin kein Regen. Volkert, ganz lieben Dank. 5 Euro nochmal für das ganze Team. Dankeschön. Jürgen von der Hamburg Hafen Live Südtribüne, 2 Euro. Dankeschön. Ach, ihr seid lieb. San Diego, Kalifornien, grüßt die Cup. Jetzt sieht man auch sehr schön die Dockschlösser. Also wer sich fragt, was da für komische Winkel auf der Backbordseite sind. Die Cap San Diego wird in Hamburg ja an Dalben befestigt. Die wird nicht mit Leinen festgemacht, sondern diese Dockschlösser, die greifen um 2 Dalben herum und damit ist sie dann festgemacht. Kann dann an dem Dalben bei Ebbe und Flut mit rauf und runter gehen. Ja, sieht natürlich jetzt bei so einer Ausfahrt nicht so schön aus, gerade so in der Silhouette, aber ist natürlich für die, für die Sicherheit, gerade im Hafen, ist es natürlich deutlich einfacher. Ralf Quadflieg verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Erik ist mit einer Mitgliedschaft jetzt dabei auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank. Und Blackbird, ein 10er-Pack, eine 10er Subbombe auf Twitch. Herzlichen Dank. Mirko, die Cap San Diego war in Cuxhaven. Die ist gestern rausgefahren. Dann sind die über Nacht da geblieben und heute, ich glaube irgendwann um 1 oder 2, haben die abgelegt und sind zurück. Wo stehst du gerade mit deiner Drohne? Ich stehe gerade Höhe Nautische Zentrale.
Annette schickt auch nochmal ein Dankeschön an die Mods. Danke, Annette. Ach, das ist so lieb, dass ihr immer an unsere Moderatoren denkt. Ohne die wird hier gar nichts gehen. Danke für 9 Monate, Annette. Ja, schön, dass du da warst. Dir noch einen schönen Abend. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, mal über die Schulter fliegen durfte. Ja, was heißt? Viele Grüße an Ja, alle Hamburg Hafen Live-Zuschauer und ich schaue mir das dann aus Fernwald wieder. alles klar. Alles klar. Dann komm gut nach Hause, ne? Ja, danke. Tschüss. Ciao, macht's gut. Isolde ist jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Und der Micha haut noch 1,49 raus. Micha, auch an dich ein dickes Dankeschön. Dann ist hier die Frage, ob der Hilfsdiesel jetzt auf der Cap San Diego schon läuft. Ich glaube nicht, dass der schon einsatzbereit ist. So schnell geht das nicht. So schnell wird das nicht gehen. Ja, auf der Seite mit den Dockschlössern hätte der Lotse, glaube ich, ein Problem. Aber kriegt ein schönes Seitenlicht, ne? Von rechts. Ja. Jetzt kommt da aber eine ganze Perlenkette an Schiffen rein. Helga, vielen Dank für dein Upgrade auf die Speicherstadt. Helga, danke, danke. Analogon meint, die haben wohl am Donnerstag die Kurbelwelle eingebaut und Zylinderkopf wieder draufgesetzt. Sah aber noch etwas anders aus als bei den anderen beiden Hilfsdieseln. Ja, dann haben die wohl jetzt auch den Hafenlotsen an Bord.
Ben, ich hoffe, du machst ein paar Fotos. Da komme ich gerade nicht zu. Bin dabei. Was für ein schönes Schiff. Ich habe sie jetzt noch mal von vorne. Auch wenn wir das nicht mitgenommen hätten, dann wären wir aber auch reif für die Steinigung, oder? Das hätte Chatkloppe gegeben. Das hätte richtig Chatkloppe gegeben. Ja, zu Recht. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das hätte richtig Mecker gegeben. Mann, oh Mann. Was für ein schönes Schiff. Ich muss einmal aus dem Weg von der Grande Benin.
Boah, schöne Bilder, richtig schöne Bilder. Wahnsinn. Philipp, danke für 10 Monate. Mit einem Dank für die tollen Bilder. Ja, finde ich selber gerade ein bisschen schön. Basti verschenkt an die Katzenfreundin einen Sub. Hey, Dankeschön. Und Ursi nochmal 2 Schweizer Franken. Dankeschön, danke. Du kannst auch Mitglied werden bei dem Kanal. Ja. Kann ich auch Mitglied werden? Kannst du auch bestimmt. Okay. Beate, herzlichen Dank. Auch nochmal 5 € für die Ausdauer. Und Juraj haut auch nochmal 10 € für die Ausdauer, fürs Warten raus. Dankeschön, danke. Ja, also Hat sich definitiv gelohnt. auch ne? nochmal Also, danke an den Chat und die Community, ey. Also dass ihr uns da ein bisschen jetzt auch über diese Durststrecke getragen habt. Aber das ist jetzt wirklich, ja, ich kann es Ja, das war aber nicht schönes anders sagen, Highlight. sensationell. Absolut. Ne? Guck mal, jetzt ist das Bild aber, finde ich, viel zu bunt. Ne? Muss dann noch mal mit einem anderen, muss dann noch mal was ändern. Jetzt ist das Drohnenbild ein bisschen sehr bunt. Aber das gehe ich noch mal in Ruhe an. Wieder viel Kontrast drin. Mhm. Geh mal bitte auf deine Kamera. Ich will noch mal was ausprobieren. Ach, ich Idiot, ne? Ja. Nein, warum sagt mir das denn keiner? Ich habe ja völlig. Ich war im Fotomodus, deshalb war das Ding so bunt. Oh. Martin, warum sagst du nicht, dass das Bild so bunt ist? Ich dachte, das muss so. Also mal ganz ehrlich, wer widerspricht denn dem Chef? Ja, Leute, ey. Ja, so ist besser. Mann, jetzt habe ich die ganzen Cap San Diego Bilder verkackt, ey. Oh, gibt's doch nicht. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Gibt's doch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, und keiner nörgelt. Oh, ey. Unfassbar. Habt ihr das gehört? So? Nee, das gehört nicht so. Oh Gott, ist das peinlich, ey. Ich muss gleich alles löschen. Ja, es kommt, weil ich selber nicht die ganze Zeit auf den Monitor gucke. Wenn ich das Bild gesehen hätte, hätte ich sofort gesehen, da passt was nicht. Also Martin, wenn das nächste Mal Drohnenbild zu bunt ist, dann sag was. Jo. Dann sag was. Ja, Gecko, hoch mit dem Blutdruck, genau, 5 €. Oh, ey. Gott, ich versink gerade im Boden, ey, ist mir das peinlich. Paul haut auch noch mal 5,99 raus. Danke, 5 für die tollen Bilder. Ja, hoch mit dem Blutdruck, ey. Und Gawaba auch noch mal 2 €. Dankeschön, danke. Panda Ninja, das sind keine Fotos hier, das ist ein Video. Das ist der Unterschied, ist bewegt Bild. Genau, das ist bewegt. Ein Foto ist ja immer unbewegt. Das ist nichts mit RAW. Oh, ich brauche jetzt trotzdem mal eine
Ja, Stefan, das hättet ihr schöner haben können, allerdings. Das war nicht schön. Ich habe das Bild gar nicht gesehen. Hau rein, ne? Ciao. Fahr dir mal hinterher, genau. Vollkatastrophe, das Bild. Totale Vollkatastrophe. So sehen die Farben noch deutlich besser aus. Tanja sagt, keiner meckert, das ist okay. Nee, ich hab's gesehen. Also, ihr seid mir doch egal. Das ist meine eigene Fotografenehre. Das ist mein Bilder-Ego. Aber dann kam das Rot der Cap Santiago wenigstens auch nicht raus. Ja, das war ja Coca-Cola-Rot. Hoffentlich kriegst du jetzt keine Probleme mit den Rechten von Coca-Cola. Thomas, Dankeschön. Schick auch nochmal 20 Euro. Kein Grund, gleich im Boden zu versinken. Thomas, ich ärgere mich einfach nur über mich selber. Herzlichen Dank, mein Lieber. 20 Euro. Und Erik schickt auch nochmal 5,99. Apropos Durststrecke, noch eine kleine Spende für eine Kiezmische. Ja, die kann ich gleich gebrauchen. Oh. Christoph Kuhlmann, ja, gegen den Bluthochdruck. 2 Euro. Vielleicht sollte ich so eine Blutdruckanzeige im Chat einblenden. Ja, und eine Smartwatch hast du ja, vielleicht geht das ja sogar. Du, ich glaube, das geht tatsächlich. Also zumindest habe ich schon mal auf Twitch irgendwelche Streamer gesehen, die irgendwie Puls oder so anzeigen. Ja, Maiken Fischeis hilft auch. Ich danke dir. Ganz herzlichen Dank. Und Zimmi, willkommen an Bord, ein neues Fischmarktmitglied. Dankeschön. Guido, schnell ein Glas Wurstwasser. Wurstwasser. 2 Euro, ich danke dir vielmals. So, ich komme nach Hause. Ja, ich komme auch gleich nach Hause, sobald hier die Fähren weg sind. Achtung, ich lande. Landebahn ist frei. Wunderschön. Jetzt aber schnell. Oh, Akku leer. Richtig. Pack den Rostock oben rein. Wieder was gelernt. Müssen wir zur nächsten Cap San Diego wiederkommen. Aber Ben kann das nachvollziehen, oder? Wenn die kannst Farben es- nicht stimmen, Ja, du kannst das Es ist scheiße. nachvollziehen, ne? vor allem du kannst jetzt ja nichts mehr machen. Das Ding ist ja gelaufen. Das Ding ist gelaufen. Ich muss den Stream löschen. Kann ich mir die Stelle vorher noch mal ansehen, damit ich das Damit du den beurteilen Finger kann? in die Wunde legen kannst. Philipp sagt, die Cap San Diego sah toll aus. Ja, nie war das Rot der Cap San Diego so rot wie heute. Andi sagt, und jetzt ins Lust auf Italien. Oh, da waren wir gestern. Danke Ja. für die 2 Euro. Ich glaube, das können wir heute nicht nochmal machen. Ne? Nee, das wird Ja. nichts so. Ich muss morgen arbeiten. So, sobald die Fähre weg ist, werde ich dann landen und dann, liebe Leute, Du, ich habe dann im Prinzip eine schöne B-Roll für dich, weil ich habe nämlich alles in Log gefilmt. ja, das kann ich nur in den Stream, kriege ich das nicht mehr rein. So, ich lande mal. Ja.
Jetzt muss mich Tanja wieder aufbauen. Nach der Katastrophe. So. So, wollen wir einmal alle Tschüss sagen? Martin, komm ran. Martin, komm ran. Drück mal bitte die 2. Ach, hast du schon? Ach, wir sind schon drauf. Ja. Ja, guck an. Ach so. Völlig durch den Tüdel. Völlig durch den Tüdel. Martin macht hier die ganze Komm Martin, Arbeit. komm mit aufs Bild hier. Mensch. Guck mal, ich stell mich Martin hier, Komm mal unser mit ran. Kameramann. Ja, ihr lieben Mensch. Steckt er sich hier. Komm, ich mach sogar Platz. Ab Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Ja, war doch War stabil. okay, oder? Ja, also für die Uhrzeit und jetzt War San ordentlich. Diego Horn noch ein bisschen, ja. Ja, das war aber auch irgendwie so traurig, ne? So pop, pop. Ja, nee, war ein schöner Stream. Also hat mir echt Ja. richtig gut gefallen. War cool. Und ja, vielen Dank nochmal an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr überhaupt so lange dabei wart. Also viele wirklich echt von Anfang an. Und ja, danke auch, dass ihr uns natürlich auch so ein bisschen getragen habt, als wir kurz davor waren zu sagen, Aufzugeben. Aufzugeben. Nein, aufgeben ist keine Option. Also ein dickes Dankeschön an euch alle, dass ihr dabei wart. Dickes Dankeschön auch für die Kanalunterstützung. Ist wieder ordentlich was im Pott gelandet. Also wirklich herzlichen Dank. Und Da hinten gibt es nochmal da hinten an Landesbrücken gibt es nochmal eine Portion Cap San Diego Horn. Sehr schön. Ja, Ja. danke natürlich auch an unsere Mods wieder. Ne? Grandios. Ohne die geht gar nichts. Ja, Sebastian, Schwester Hansen war da, Tanja, Kirsten, die demnächst mit dem Foodtruck hier im Hafen steht. Ja, ne? da gibt es Frikadellen to go. Ja, ne? und dann Eine Tüte natürlich Frikadellen. ein ganz spezielles Dankeschön an euch beide. Ja, also in erster Linie an Martin. Ne? Also der hat Martin. es grandios Naja, gemacht. Martin hat das mit dem Drohnenbild verkackt. Ich hab das völlig also er versaut. hatte, also von daher Ne? Ja, Kiel Ja, holen. raus. Also hier jetzt direkt unterm Ponton. Kiel durch, oder? holen oder Chatkloppe. Genau. Wir dann lieber Kiel holen. Ne? Viel holen, Ja, guck mal, Kiel aber holen ist besser. Martin hat das eigentlich so gut gemacht. Ich Nein, habe den hat Chat das super ignoriert, gemacht. also von daher. Nein, alles super. Also wirklich vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr unterstützt habt. Und euch allen einen schönen Sonntag. Ja, Und bis also zum den Rest nächsten Mal. davon. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Drück mal meinen Knopf hier. Drück mal deinen Knopf. Kannst du das von der Ferne? Das ist ja